Es waren zwar die Hunnen, die mittelbar das römische Reich zum Einsturz brachten, aber eigentlich beginnt die Geschichte der Völkerwanderung bereits mit dem Marsch der Kimbern und Teutonen um 120 vor Christus. Dieser erste große Germanenzug Richtung Süden nimmt das spätere Drama der Völkerwanderung vorweg. Nach dieser ersten Schockwelle sollten die Römer nie mehr aufhören, mit einer Mischung aus wachsendem Misstrauen und nackter Angst in Richtung ihrer Nordgrenzen zu schauen, als seien diese blonden Hünen die Vorboten immer neuer Barbarenhorden, die sich des Südens bemächtigen wollten. Ihre furiosen Kämpfe gegen die römische Weltmacht bewogen den römischen Dichter und Staatsmann Tacitus zu einem sehr respektvollen Satz über die Kimbern, die er als jetzt noch ein kleiner Stamm, aber von ungeheurem Ruhm bezeichnet. Die Teutonen kommen bei ihm nicht vor, dafür aber beim griechischen Seefahrer Pythias, der nach seiner spektakulären Reise in den Norden über das heutige Helgoland um 325 vor Christus berichtet: Dort wird im Frühling reichlich Bernstein angespült, der ein Auswurf des gefrorenen Meeres ist. Die Inselbewohner verwenden ihn zum Heizen. Auch verkaufen sie ihn an die Teutonen, die ihnen auf dem Festland am nächsten wohnen. Mit dieser ersten Nennung des Stammes der Teutonen, so die Auffassung vieler Historiker, beginnt die Geschichte der Germanen. Eine Sturmflut soll Jütland, die Heimat der Kimbern, überschwemmt haben. Versalzte Böden und eine einsetzende Hungersnot zwangen den größten Teil des Stammes zum Verlassen ihres Siedlungsgebietes. Die Teutonen haben sich ihnen später angeschlossen. Die riesige Wandergemeinde, es mögen an die 150.000 Menschen gewesen sein, hatte sich nach Süden in Marsch gesetzt. Sie zog nach Böhmen, Schlesien und Mähren, schließlich ins Donaugebiet und in die Ostalpen. Den städtebauenden Römern waren wandernde Naturvölker suspekt. Die Nachrichten, die in Rom kursierten, hörten sich nicht gut an und sollten von den späteren Ereignissen noch übertroffen werden. 2 gigantische Marschsäulen von insgesamt 300.000 Menschen seien unterwegs, erzählte man sich am Tiber. Riesengroße, bewaffnete Krieger mit blauen Augen, dazu noch größere Scharen an Kindern und Frauen. Diese erbarmungslosen, hünenhaften Barbaren seien gleich einer hereinbrechenden Wetterwolke auf der Suche nach Land und nach Beute in den Städten. Wer sich ihnen entgegenstellte, würde niedergemacht. Das klang in der Tat furchterregend. Schließlich erfolgte ein erster Angriff der Kimbern und Teutonen auf das mit Rom verbündete Noricum auf dem Gebiet des heutigen Österreichs. Der römische Konsul Papirius Carbo ließ die Alpenpässe besetzen, um die Germanen am Durchmarsch nach Italien zu hindern. Als sie jedoch nicht angriffen, beging Carbo aus Überheblichkeit seinen ersten Fehler. Er rückte gegen die Kimbern vor und beschuldigte sie, die Noriker, die Verbündeten Roms, angegriffen zu haben. Das war der Zeitpunkt, an dem sich Römer und Kimbern kennenlernten. Die Kimbern versicherten eilfertig, von dieser Freundschaft nichts gewusst zu haben und versprachen, friedlich wieder abzuziehen. Denn sie seien lediglich auf der Suche nach Siedlungsland, um sich dort niederzulassen. Carbo gab ihnen darauf Führer mit, angeblich um ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Gebiet behilflich zu sein. Das war allerdings nur ein Vorwand. Der Konsul hatte seine Führer angewiesen, mit den Barbaren einen längeren Umweg zu machen, während er ihnen mit seinen beiden Legionen in Eilmärschen den Weg abschnitt und Posten bezog, um sie aus dem Hinterhalt zu vernichten. Der Konsul sollte für seine Heimtücke bitter bezahlen. Die Schlacht fand 113 vor Christus bei Norea statt, einem Ort nördlich des heutigen Klagenfurt. Carbo überfiel die Kimbern während einer Rast. Warum der Konsul glaubte, die Barbaren leicht besiegen zu können, wird für immer sein Geheimnis bleiben. Der primitiven, aber durchaus wirkungsvollen Kampfweise der Germanen waren die überraschten Römer nicht gewachsen. 2 Legionen, 12.000 Mann, wurden von den furios dreinschlagenden Kriegern aufgerieben. Dass sie nicht völlig vernichtet wurden, verdankten sie dem Aberglauben der Germanen. Als ein schweres Gewitter einsetzte, brachen sie den Kampf ab. Sie fürchteten den Zorn der Götter.
Am Anfang des langen römisch-germanischen Ringens standen also List und Tücke, sowie eine Selbstüberschätzung eines bisher meist siegreichen Großreichs. Das war nicht unbedingt der beste Einstieg für eine vertrauensvolle Zukunft. Die Römer wurden zwar erschüttert, doch das Schicksal meinte es noch einmal gut mit ihnen. Die Kimbern und Teutonen setzten ihren Marsch nicht weiter nach Süden fort, sondern zogen in den Nordwesten, zu den keltischen Helvetiern in der heutigen Schweiz. Einige wenige ließen sich an Neckar und Main nieder. Die meisten jedoch wanderten nach Gallien weiter, einer Odyssee entgegen, die sie nach etwa 15 Jahren über Spanien zurück nach Gallien und Italien führen sollte. Es muss eine riesige Marschkolonne gewesen sein. Die besten Krieger an der Spitze und in der Nachhut, Mütter und Kinder in der Zugmitte in Ochsenkarren, die Reiter an den Flanken mit dem Vieh und ganz vorne die alten Frauen, die den richtigen Weg aus dem Blut von Gefangenen weissagten. Zeitgenössische Chronisten schilderten das dazugehörige Prozedere ganz genau. Unter ihren Frauen, die an dem Heereszug teilnahmen, waren auch weissagende Priesterinnen mit ergrautem Haar, in weißen Gewändern, leinenen, mit Fibeln zusammengehaltenen Mänteln, mit Bronzegürteln, barfüßig. Diese gingen im Heerlager mit gezückten Schwertern auf die Gefangenen zu, bekränzten sie und führten sie zu einem Bronzekessel, der etwa 20 Amphoren fasste. Dort stand auch eine Leiter, die eine der Priesterinnen bestieg, um dann oberhalb des Gefäßes einem nach dem anderen der Emporgereichten die Kehle durchzuschneiden. Mit dem in den Kessel fließenden Blut praktizierten sie eine Art Weissagung. Anderen schlitzten sie den Leib auf und prophezeiten aus den Eingeweiden, wobei sie ihren Leuten laut den bevorstehenden Sieg verkündeten. Während des Kampfes trommelten sie auf die Felle, die über die Wagenkörbe gespannt waren, sodass ein ungeheurer Laut entstand. Völkerwanderung zu jener Zeit bedeutete mühsam, Tag für Tag, Monat für Monat, bei jedem Wetter den Weg zu suchen. Je weiter die Kimbern und Teutonen nach Süden vorrückten, desto erträglicher wurde es. Wenn möglich, folgten sie den Flüssen, denn sie gaben ihnen Richtung und Ziel. Die Flüsse konnten aber zugleich unüberwindbare Hindernisse darstellen, es sei denn, die Führer fanden eine Furt für die Durchquerung. Das konnte allerdings Tage dauern. 109 vor Christus trafen die Kimbern und Teutonen an der Rhone auf das Heerlager des römischen Konsuls Marcus Junius Silanus und baten um die Vergabe von Siedlungsgebieten, denn sie wollten keinen Krieg führen. Das ihnen zugewiesene Land würden sie als römische Bundesgenossen bezahlen. Damit wiederholten sie die gleichlautende Bitte, die ihre Gesandten vorher in Rom vorgetragen hatten. Diese hatten wegen ihrer äußeren Erscheinung allerdings nur Erstaunen und Spott ausgelöst. Ihr Gesuch nach Land wurde vom römischen Senat kategorisch abgelehnt. Kurz nachdem die Gesandten zu ihrem Volk zurückgekehrt waren, wurden die Barbaren von Silanus angegriffen. Aber auch diese zweite Schlacht konnten die Römer nicht gewinnen. Sie geriet erneut zum Debakel. Diesmal fielen 4 Legionen, etwa 24.000 römische Soldaten auf dem Schlachtfeld. Und wieder geschah das Unbegreifliche. Statt sich nach Rom zu wenden und Rache zu nehmen, setzten die Kimbern und Teutonen ihren Wanderzug durch Gallien fort. Die weisen Frauen hatten es so entschieden. 105 vor Christus stieß die kimbrisch-teutonische Hauptmacht auf 3 starke römische Kräfte, die an der Rhone standen. Es war das alte Spiel. Sowohl die Legionen des ehemaligen Konsuls Scaurus als auch die des Konsuls Mallius Maximus und des Prokonsuls Servilius Caepio wurden bei Arausio, dem heutigen Orange, besiegt. Diese Schlacht war mit schätzungsweise über 80.000 gefallenen Soldaten eine der größten Niederlagen in der langen römischen Geschichte. In diesen Kämpfen müssen die Germanen eine oft sinnlos erscheinende Brutalität gezeigt haben. Die Schilderung des Geschichtsschreibers Livius ist überliefert. 80.000 Römer und Bundesgenossen wurden getötet, 40.000 Trossknechte und Marketender dazu. Alle Beute wurde den Göttern geopfert. Die Gewänder der Gefallenen und Gefangenen wurden zerrissen, Gold und Silber in den Strom geworfen, die Pferde ertränkt, die Gefangenen an den Bäumen aufgehängt. Von dem ganzen Heer blieben nur 10 Mann übrig, die die traurige Kunde überbrachten.
Und Plutarch schrieb: Unwiderstehlich in ihrer Tollkühnheit, ihrem Wagemut und der Kraft ihrer Arme griffen sie bei den Schlachten mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Feuersturms an. Keiner leistete ihrem Andringen Widerstand, sondern alle, auf die sie trafen, wurden wie Beutegut fortgeschleppt und später geopfert oder gleich niedergemacht. Selbst wenn die Zahlen übertrieben sein mögen, so veranschaulichen sie doch das tiefe Entsetzen der Römer über den Vernichtungswillen und die Brutalität des Gegners. Auch wenn die Germanen durch die Abschlachtung der gefangenen Feinde ihren Göttern huldigen wollten, ihre Grausamkeit also einen kultischen Hintergrund hatte, ihr Verhalten trug nicht gerade zur Völkerverständigung bei. Das des arrogant abweisenden Kulturvolkes der Römer allerdings auch nicht. Und wieder hatten die weisen Frauen etwas gegen den Zug nach Italien, obwohl das Land schutzlos vor ihnen lag. Die Kimbern stießen über den Ebro nach Spanien vor, während die Teutonen und Ambronen plündernd durch Gallien zogen. Aber weder in Spanien noch in Gallien fanden die Germanen eine Heimat. Kimbern, Teutonen und Ambronen trafen sich wieder an der Seine und beschlossen nun endgültig auf das römische Kernland, auf die Hauptstadt am Tiber, nach Italien zu marschieren. Die Zeit der Entscheidung war gekommen. Die beiden Heerhaufen gingen einige Wochen gemeinsam, dann trennten sie sich. Teutonen und Ambronen wollten über die Westalpen vordringen, die Kimbern über die Ostalpen. Zu dieser Zangenbewegung sollte es aber nicht mehr kommen. Rom hatte endlich den geeigneten Führer seiner Legionen gefunden, Gaius Marius, ein Haudegen alter Schule, der sich mit kühlem Kopf an die Aufgabe machte, die Barbarengefahr ein für allemal zu bannen. Er hatte die römische Kriegsmacht einer umfassenden Reform unterzogen, sie vergrößert und modernisiert. Die Trennung der beiden barbarischen Heere kam ihm sehr entgegen, und so erwartete er 103 vor Christus Teutonen und Ambronen in der Nähe des heutigen Aix-en-Provence. Marius ließ sich vom Gegner nicht provozieren und hielt seine Soldaten im Lager zurück. Vom befestigten Wall aus beobachteten sie den Feind, um sich an die fremdartigen Gestalten zu gewöhnen und ihre Ausrüstung begutachten zu können. Dies war einer der Schlüssel zum Erfolg, dem Fremden seinen Schrecken zu nehmen. Als sich die Germanen auf den Weg machten und am Lager der Römer vorbeizogen, dauerte es aufgrund ihrer schwindelerregend hohen Zahl ganze 6 Tage, bis der Zug vorüber war. Die Barbaren fragten die Römer lachend, ob sie ihren Frauen daheim in Rom etwas ausrichten sollten, denn in Kürze würden sie mit ihnen das Ehebett teilen. Marius war allerdings schneller und schnitt ihnen den Weg ab. In der folgenden Schlacht gab er den übermütig gewordenen Barbaren keine Chance. Erst ging er gegen die Ambronen, dann gegen die Teutonen vor, fing sie am Flussufer ab und durchstieß ihre Reihen. Als er die Überlebenden ins Lager zurückdrängte, kamen ihnen die germanischen Frauen mit Schwertern und Äxten entgegen, um sowohl gegen die Fliehenden des eigenen Stammes als auch gegen die Römer einzuschlagen. Am nächsten Tag, die Barbaren waren besiegt, lagen 100.000 Germanen tot auf dem Schlachtfeld. Die Teutonen waren vernichtet. Die Kimbern hatten mittlerweile die Alpen ohne Widerstand überquert, da der römische Feldherr Catulus die Pässe nicht sichern ließ. Er konzentrierte sich darauf, seine Verteidigungslinie am Fluss Etsch zu errichten, um das Heer zusammenzuhalten. Als die Kimbern die Römer entdeckten, rissen sie Hügel auf, schleppten Bäume samt Wurzeln und Erdklumpen in den Fluss und drängten die Strömung so geschickt ab, dass die von Catulus gebauten Verteidigungswälle ins Wanken gerieten. Auge in Auge mit tausenden entfesselten Kimbern blieb den völlig überrumpelten Römern nichts anderes übrig, als zu fliehen. Es gelang ihnen gerade noch, mit Catulus an der Spitze die Formation einigermaßen geordnet zu halten, damit sich die Blamage nicht allzu deutlich offenbarte. Die Kimbern drangen daraufhin in die fruchtbare Poebene vor und wähnten sich endlich am Ziel ihrer Wanderung. In der neuen Heimat, im gelobten Land. Bestimmt hatten sie schon längst kein Vergnügen mehr an der ewigen Wanderung. Sie wollten ein Dach über dem Kopf, Äcker bebauen, Vieh weiden und Obstbäume pflanzen.
Marius, der zuerst von einer Niederlage des Catulus am Fuße der Alpen ausgegangen war, hatte seine Legionen in Eilmärschen in die Poebene geführt. Die Kimbern ließen ihm ausrichten, dass sie keinen Krieg wollten. Wenn Marius ihnen das Land lasse, wollten sie sich Rom als Soldaten verdingen. Marius führte ihnen als Antwort den gefangenen Teutonenkönig Teutobod vor. Erst jetzt erfuhren die Kimbern von der Vernichtung des Brudervolkes. Ohne ihre Verbündeten hatte sich ihre Situation entscheidend verschlechtert. Trotzdem war der Krieg unausweichlich geworden. Boiorix, der König der Kimbern, forderte Marius auf, ihm Tag und Ort der Entscheidungsschlacht zu bestimmen, die dann auf den 30. Juli 101 bei Vercelli festgelegt wurde. 10 römische Legionen unter Marius und Catulus stand ein kimbrischer Kampfverband von 5 Quadratkilometern gegenüber, mit über 100.000 Fußsoldaten und Reiterkriegern. Allem Anschein nach hat die Umzingelungsstrategie von Marius die Schlacht letztlich entschieden, obwohl der in der Mitte kämpfende Catulus den Sieg für sich reklamierte. Unter den Kimbern jedenfalls brach Panik aus. Etwa 50.000 Krieger fielen, die gleiche Menge wurde gefangen genommen. Als die Niederlage feststand, brachten sich viele Barbaren sowie 300 ihrer Frauen, die sich auf ihrer Wagenburg bis zuletzt erbittert gewehrt hatten, um. Sie wollten nicht in Ketten und in Schande durch Rom geschleift werden und als Sklaven ihr Dasein fristen. Das furchtbare Ende der Kimbern hat Plutarch in erschütternder Weise festgehalten. Als die Römer die Fliehenden bis an ihre Verschanzung zurückgedrängt hatten, trafen sie auf geradezu tragische Szenen. Die Frauen standen schwarz gewandet auf den Wagen und töteten die Fliehenden. Die einen ihre Männer, die anderen ihre Brüder, wieder andere ihre Väter. Ihre kleinen Kinder erwürgten sie mit den Händen und warfen sie unter die Räder oder unter die Füße der Zugtiere. Dann brachten sie sich selbst um. Eine Frau hing an einer aufgerichteten Deichsel. Ihre Kinder hatte sie mit Stricken an ihren Knöcheln festgebunden zu beiden Seiten erhängt. Die Männer sollen, da es an Bäumen mangelte, den Strick um ihren Hals an den Hörnern der Rinder oder auch an deren Beinen angebunden, dann die Rinder mit Stacheln angetrieben haben und zu Tode geschleift oder getrampelt worden sein. Obwohl so der Tod unter ihnen wütete, gerieten noch mehr als 50.000 in Gefangenschaft. Die Anzahl der Gefallenen soll doppelt so groß gewesen sein. Für den Ausgang der Schlacht war gewiss auch die hochsommerliche Hitze ausschlaggebend, die den hünenhaften Kimbern schwer zu schaffen machte. Es wird berichtet, dass ihnen der Schweiß in Strömen herunterrann und sie sich zum Schutz vor der Sonne die Schilde vor das Gesicht hielten. Zudem war der Morgen neblig gewesen, daher konnte Marius eine überraschende Attacke starten. Dazu wehte den Kimbern durch einen heftigen Wind störender Staub ins Gesicht. Eine wirkungsvolle Strategie war auch, die römische Schlachtreihe im Osten aufzustellen, sodass die glitzernden römischen Helme und Rüstungen die Kimbern in der Morgensonne zumindest irritierte, wenn schon nicht zu Beginn der Schlacht entmutigte. Obgleich auch Catulus seinen Anteil am Schlachtenruhm einforderte, wurde Marius vom Volk künftig als dritter Gründer Roms gefeiert. Er hatte die Teutonen besiegt und bekleidete als amtierender Konsul einen höheren Rang als Catulus. Nun konnten die Bürger des Römischen Reichs wieder aufatmen. Die meisten überlebenden Kimbern zogen vermutlich wieder nach Norden zurück. Viele ihrer versklavten Krieger bzw. deren Nachkommen sollten sich 30 Jahre später als Gladiatoren gemeinsam mit teutonischen Leitgenossen dem rebellierenden Sklavenzug des berühmten Spartacus anschließen, der einer Gladiatorenschule bei Capua entflohen war und einen gefährlichen Aufstand anzettelte. Die Zirkuskämpfer zogen plündernd durch Italien, bevor sie von den Römern geschlagen und ans Kreuz genagelt werden konnten. Damit hatten die letzten Kimbern und Teutonen in Italien aufgehört zu existieren. Die Römer nannten nicht nur die Germanen Barbaren, sondern alle Bewohner jenseits der Reichsgrenzen. Ohne Wertung bezeichnete Barbar zunächst den Fremden, der eine unverständliche Sprache redete. In dieser Bedeutung hatten die Römer diesen Begriff von den Griechen übernommen. Griechisches und römisches Selbstbewusstsein sah im Barbaren aber auch rasch den Angehörigen einer primitiven Kultur, der all die Eigenschaften besaß, die üblicherweise unzivilisierten Völkern zugeschrieben wurden. War der Fremde zugleich der Feind, so erhielt das abschätzige Barbarenbild eine unmittelbar politische Bedeutung.
Marius hatte die Invasion der Nordbarbaren zwar abgewehrt, doch damit war die Angelegenheit längst nicht erledigt. In den Köpfen der Römer hatten die germanischen Wanderzüge ihre Spuren hinterlassen und lebten als latente Bedrohung fort. Ein ehrgeiziger Feldherr musste nur an das Barbarentrauma erinnern, und schon durfte er zum Schutz Roms alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Dieser ehrgeizige Feldherr war Gaius Julius Caesar, und sein Operationsgebiet war Gallien. Caesar hatte sich vorgenommen, die Grenzen des Römischen Reiches vom Mittelmeer bis zum Rhein zu erweitern, und darum musste Gallien erobert werden. Die Germanen, ob sie nun wollten oder nicht, sollten in Caesars Plänen eine zentrale Rolle spielen. 30 Jahre nach der Vernichtung der Kimbern und Teutonen überquerte eine weitere Schar von Barbaren den Rhein und versuchte sich in Gallien niederzulassen. Dieses Heer setzte sich aus vielen Völkern zusammen und zählte ungefähr 15.000 Mann. Die Sueben stellten in diesem Haufen die Überzahl. Hinzu kamen Markomannen und skandinavische Haruden. Angeführt wurden sie vom Kriegerhäuptling Ariovist, einem anerkannten Militärstrategen und einem der schillerndsten Führer der germanischen Geschichte. Sogar der sonst so hochmütige römische Senat erkannte sein Königtum an und nannte ihn Rex Germanorum, den ersten historisch verbürgten König der Germanen. Ariovist war eigentlich auf einen gallischen Hilferuf hingekommen. Die keltischen Sequaner baten darum, sie gegen ihre Nachbarn, die Häduer, zu unterstützen. Die gallischen Stämme jener Zeit lagen in ständigem Streit miteinander. Ariovist fackelte nicht lange, schlug 62 vor Christus die Häduer und erhielt zur Belohnung von den Sequanern 1/3 ihres Gebietes südwestlich vom Rheinknie bei Basel. Dort ließ er sich mit seinen Mannen nieder und baute sein Einflussgebiet sogar noch aus. Natürlich erfuhren auch andere rechtsrheinische Germanenstämme von dieser Erfolgsstory. Das weckte Begehrlichkeiten, denn durch den Bevölkerungsdruck wurde inzwischen gutes Ackerland rar. In Scharen schlossen sie sich Ariovist an. Sein Heer soll schließlich auf 120.000 Mann angeschwollen sein. Schon kurz nach der erfolgreichen Schlacht herrschte der erste Germanenkönig über das gesamte heutige Elsass. Dieser germanische Emporkömmling entwickelte sich zu einer ernsten Gefahr Roms. Caesar witterte seine Chance. Endlich konnte er den Römern seine militärischen Fähigkeiten beweisen. Damals war er 42 Jahre alt und behauptete, entweder müsse man Gallien erobern, oder aber Gallien würde germanisch werden. Und wenn Gallien erst einmal germanisch wäre, dann sei auch das Römische Reich erneut in Gefahr. Damit hatte Caesar bei seinen Landsleuten das tief verankerte Kimberntrauma wieder wachgerufen. Es war klar, dass sie in seinem Ansinnen einen gerechten Krieg, einen Bellum Justum sahen. Caesar jedenfalls erhielt das gewünschte Kommando. Unverzüglich begann er 58 vor Christus mit der Eroberung Galliens. Dabei war es unvermeidlich, dass er auf den Germanenfürsten Ariovist treffen musste. Anfangs hatten die Römer jede Konfrontation mit Ariovist vermieden. Sie hatten ihm sogar einen zweiten Titel verliehen, Amicus Populi Romani, ihn also zum Freund des römischen Volkes ernannt. Nun kam Caesar der Hilferuf einiger gallischer Stämme, die sich von den Germanen überrollt fühlten, gerade recht. Er lockte die einsickernden Germanen in eine brillante Feldzugsouvertüre. Nach seinem Sieg konnte er anschließend ganz Gallien im Triumph erobern. Caesar forderte Ariovist schließlich ultimativ auf, keine weiteren rechtsrheinischen Truppen mehr nach Gallien zu rufen, alle häduischen Gefangenen freizulassen und vor allem weitere militärische Aktionen gegen gallische Stämme einzustellen. Mit anderen Worten, er forderte eine bedingungslose Unterwerfung. Ariovists Antwort war eindeutig. Wenn Caesar wolle, könne er getrost angreifen. Er würde schon sehen, was seine kampferprobten Germanen zu leisten imstande seien. Vor der Schlacht trafen sich die beiden Feldherren auf einem Hügel in der Nähe des heutigen Colmar zu Verhandlungen. Caesar beschreibt die Situation in seinem Gallischen Krieg ausführlich, und dabei schneidet Ariovist der Barbar nicht einmal schlecht ab. Ariovist argumentiert logisch,
dass er auf Wunsch der Gallier seine Heimat verlassen habe und sie ihm freiwillig Teile ihres Landes gegeben hätten. Mit den Gefangenen verfahre er nach alten Kriegsgesetzen, nach denen der Besiegte dem Sieger gegenüber tributpflichtig sei. Und schließlich sei er vor den Römern in Gallien gewesen. Sie hätten nicht mehr Rechte auf die Provinz als er. Letztlich bot Ariovist Caesar für dessen Rückzug seine militärischen Dienste an, um alle Kriege, die Caesar führen wolle, für ihn siegreich zu beenden. Doch es nutzten keine Argumente und keine Schmeicheleien. Caesar lehnte das Ansinnen Ariovists kühl ab, die Schlacht war unausweichlich geworden. In der Nähe des heutigen Mühlhausen prallten Caesars 4 Legionen mit Hilfstruppen und der Reiterei ungefähr 25.000 Mann auf ungefähr die gleiche Anzahl von Germanen. Es war die kühne Reitertruppe des jungen Publius, die dies Ringen entschied. Ariovists Kämpfer wurden zurückgedrängt und besiegt. Unter großen Verlusten zogen sie sich über den Rhein zurück. Auch Ariovist entkam und starb vermutlich 4 Jahre später. Nach dieser Schlacht waren die Germanen aus Gallien vertrieben, und Caesar konnte den Rhein als Grenze zwischen Galliern und Germanen etablieren. Mit der darauf folgenden römischen Eroberung Galliens hatten die Germanen natürlich neue Nachbarn erhalten, und Caesar war nicht der Mann, der etwas dem Zufall überließ. Von nun an ließ er die Rheingrenze nicht mehr aus den Augen, und er war durchaus auch zu Brutalitäten fähig, wenn es um die Sicherung der Grenze ging. Als 56 vor Christus Usipeter und Tenctera in scheinbar friedlicher Absicht den Rhein überquerten, um Caesar nach Land zu fragen, ließ er sie, es waren auch Frauen und Kinder darunter, von seinen Truppen gnadenlos niedermetzeln. Bereits wenige Jahre zuvor hatte der Feldherr einen Völkermord an den Nerviern befohlen, auf den er sogar noch stolz war. Cato der Jüngere, ein erbitterter Feind Caesars, stellte im römischen Senat den unerhörten Antrag, ihn wegen dieser Gräueltaten an die Germanen auszuliefern. Selbstverständlich blieb diese Aufforderung ohne Folgen. Seit den Jahren 55 und 53 vor Christus überquerte Caesar mit seinen Truppen regelmäßig den Rhein, um Strafexpeditionen unter den Germanen durchzuführen. Er war aber klug genug, nie zu weit auf germanisches Gebiet vorzudringen. Seine Überfälle waren lediglich Demonstrationen seiner Macht, die die Germanen einschüchtern sollten. Er machte auch den römischen Senatoren klar, dass sich eine Expansion ins germanische Gebiet nicht lohne. Der Bildungsmangel und die niedrige Kulturstufe der Germanen seien nicht das Leben eines einzigen römischen Legionärs wert. Diese Entscheidung bewies einmal mehr, welch kluger Kopf Caesar war. Er schätzte die Widerstandskraft der germanischen Barbaren richtig ein. Die Gallier waren ein sesshaftes Volk mit einer entwickelten Landwirtschaft und gesellschaftlichen Siedlungsstrukturen, den Annehmlichkeiten der römischen Welt nicht abgeneigt und daher im römischen Sinn zu zivilisieren. Mit seinen exzellent ausgebildeten Legionen hatte er sie schließlich besiegen können. Die Germanen aber waren ganz anders, hatten eine weit größere kriegerische Energie, waren ständig in Bewegung und an Entbehrungen gewöhnt. Wer sie angriff und unterjochen wollte, musste ihnen in die undurchdringlichen Wälder folgen, ohne zu wissen, wo sie aufhörten und welche Gefahren dort lauerten. So macht Caesar in seinem Gallischen Krieg auch kein Hehl aus der Nutzlosigkeit einer Eroberung Germaniens und der Unbekehrbarkeit seiner Bewohner. Allerdings schlug Caesars Großneffe Gaius Octavianus, der später den Namen Augustus erhielt, die Warnungen seines Großonkels in den Wind. Kaiser Augustus wollte das freie Germanien erobern, um das römische Reich im Norden endgültig zu stabilisieren. Dieses Unterfangen sollte in einer Katastrophe enden, die noch heute als einer der größten militärischen Fehlschläge aller Zeiten gilt. Die Varusschlacht im Teutoburger Wald 9 nach Christus. Als Nachfolger des Tiberius war Quintilius Varus an den Rhein gekommen. Er übernahm das Kommando des hier stationierten Heeres, obwohl er keine besonderen militärischen Verdienste vorzuweisen hatte. Varus war Statthalter in Syrien gewesen
und kam von dort als reicher Mann zurück. Er hatte sich mit der Großnichte des Kaisers vermählt, was ihm hervorragende Beziehungen und per kaiserlichem Beschluss den Oberbefehl am Rhein einbrachte. Zeitgenossen beschrieben ihn als einen Mann von mildem Wesen und ruhiger Art, etwas langsam in Geist und Körper und eher mit dem Müßiggang im Lager vertraut als mit dem eigentlichen Kriegsdienst. Er ahnte nichts von der Gefahr, die ihm drohte. Rom schien das wilde Germanien im Griff zu haben. Seit einiger Zeit war es zu keinen gravierenden Aufständen aufsässiger Barbaren mehr gekommen. Ideale Verhältnisse für einen, der sich der Aufrechterhaltung römischer Kultur auch in den römischen Provinzen verschrieben hatte und dessen Beziehung zu den Einheimischen sich in der selbstherrlichen Anwendung römischer Gesetze, in der Erhebung von Steuern und der Aushebung von Soldaten erschöpfte. Über die herablassende Einstellung von Varus den Germanen gegenüber bemerkte der römische Chronist Dio Cassius: Er erteilte ihnen nicht nur Befehle, als wären sie Sklaven der Römer, sondern er forderte auch Geld, als seien sie unterworfene Völker. Tributzahlungen in Gold und Silber waren für die Germanen besonders bitter, da die seltenen Edelmetalle für die Stammesfürsten ein knappes Gut darstellten und für ihre Reputation unabdingbar waren. Die unsensible Haltung des Varus war typisch für das übersteigerte Selbstbewusstsein, mit dem sich die Römer präsentierten, und das vielleicht der Hauptgrund für ihre spätere Niederlage sein sollte. Auf den Punkt gebracht, sie nahmen die Barbaren nicht ernst. Für die Römer waren sie hoffnungslose Hinterwäldler, die man nach Belieben über den Tisch ziehen konnte. Varus hatte 5 Legionen zur Verfügung, 2 in Mogontiacum, dem heutigen Mainz, die anderen 3 waren im Sommer bei Minden an der Weser und im Winter bei Haltern an der Lippe stationiert. Als im Herbst des Jahres 9 nach Christus der Umzug von Minden nach Haltern ins Winterquartier anstand, sollte es eine denkwürdige Truppenbewegung werden. Varus war ein Stammesaufstand berichtet worden, für dessen Beilegung er gewillt war, einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen. Der Gegenspieler des Varus ist zweifellos der interessantere Charakter. Arminius, der 26-jährige Cherusker. Arminius war der Sohn des Cheruskerfürsten Segemer. Die Cherusker, ein mittelgroßer Stamm, dessen Verbreitung vom Quellgebiet der Lippe und Ems bis über die Elbe nach Osten reichte, galten als Verbündete Roms. Arminius hatte gemeinsam mit germanischen Söldnertruppen in Pannonien und Illyrien unter Tiberius gedient und war jetzt als Befehlshaber zu den Rheintruppen unter Varus abkommandiert worden. Die Nachricht von den Stammesunruhen hatte er erfunden, und er behielt recht mit seinem Kalkül, dass Varus diesen Köder schlucken würde. Die römischen Legionen sollten auf ihrem Weg ins Winterlager auf unbekanntes Terrain und damit in einen Hinterhalt gelockt werden. Was aber konnte den jungen Mann, der wegen seiner Verdienste bei der Niederwerfung des Aufstands der Pannonen mit dem römischen Bürgerrecht und, einzigartig genug, sogar mit der Ritterehre ausgezeichnet worden war, dazu bewogen haben, einen Aufstand gegen die römische Besatzung anzuzetteln? Arminius hatte glänzende Aufstiegschancen im römischen Heer. Überdies waren die Cherusker ein von den Römern privilegierter Stamm, der im Gegenzug Hilfstruppen stellte. Es gibt nur Vermutungen. Möglicherweise hasste der freiheitsliebende Germane die arroganten Besatzer und wollte sein Volk vom Joch der Römer befreien. Vielleicht aber dachte er auch daran, mit einem Sieg über die römischen Legionäre an die Spitze seines Stammes vorzurücken und andere Familienmitglieder zu übertreffen. Die private Begründung könnte sein, dass sich Arminius an seinem prorömischen Onkel Segestes rächen wollte, der Varus nahe stand und ihm überdies die Hand seiner Tochter Thusnelda vorenthielt. Es gibt aber auch eine berufliche Erklärung. Demnach forderten Arminius und seine Mitstreiter einen höheren Sold, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Akzeptanz innerhalb der römischen Truppen. Oder war es einfach die Tat eines jungen Abenteurers, der sich keine Gedanken über die Tragweite seiner Verschwörung machte? Wie auch immer, die große Entschlossenheit und die hohe Risikobereitschaft des Arminius bleiben ebenso bemerkenswert wie ungeklärt.
Der römische Geschichtsschreiber Velleius Paterculus beschreibt den jungen Germanenfürsten wie folgt. Es gab damals einen jungen Mann aus vornehmem Geschlecht, der tüchtig im Kampf und rasch in seinem Denken war, ein beweglicherer Geist, als die Barbaren gewöhnlich sind. In seiner Miene und in seinen Augen spiegelte sich ein feuriges Temperament. Es war kein dummer Gedanke von ihm, dass niemand leichter zu fassen ist als ein Nichtsahnender und dass das Unheil meist dann beginnt, wenn man sich ganz sicher fühlt. Die historischen römischen Quellen stellen eines klar. Der Germane Arminius kommt bei den römischen Autoren wesentlich besser weg als ihr Landsmann Varus, dem sie die katastrophale Niederlage im fernen Germanien nie verziehen hatten. Bevor sich die römischen Legionäre auf den Umweg machten, der ihr Verderben bedeuten sollte, versuchte der mit Arminius verfeindete Segestes, den Römer Varus zu warnen und riet ihm, Arminius und andere Rädelsführer gefangen zu nehmen oder sie zumindest vorsorglich zu entwaffnen. Varus hörte nicht auf den Germanenfürsten. Arminius hatte sich schließlich als herausragender Soldat im Dienste Roms erwiesen und war hochdekoriert aus seinen Kämpfen für das Imperium in die germanische Heimat zurückgekehrt. Varus interpretierte die Kontroversen zwischen Onkel und Neffen als neue Auswüchse eines Familienstreits. Denn schließlich bestand die Führungsschicht der Cherusker aus 2 oder 3 miteinander verwandten Familien, die im ständigen Zwist lebten und jeweils die Führung über den gesamten Stammesverband anstrebten. Varus zog also von Minden aus mit seinen Legionen los. Insgesamt etwa 20.000 Mann, begleitet von den Familienangehörigen samt Gepäckzug. Also ungefähr 30.000 Menschen bei einer Zuglänge von etwa 25 Kilometern. Arminius und seine Gefährten hielten sich in der Begleitung des Varus auf. Der Weg zu dem fingierten Stammesaufstand führte die Marschkolonne auf unwegsames Gelände. Die Römer gerieten in die Sümpfe und Wälder des Teutoburger Waldes, vermutlich des Höhenzugs östlich der Quellen von Ems und Lippe. Darin lag die durchdachte Strategie des Arminius, der die Kampfweise der römischen Truppen aus eigener Erfahrung kannte. Sie verloren ihre Stärke, sobald sie übersichtliches, weites Gelände verlassen mussten. Angesichts dieses Streckenverlaufs meldete sich der beunruhigte Segestes wieder zu Wort und versuchte noch einmal Varus zum Handeln, das heißt zum Rückzug zu bewegen. Vergeblich. Am nächsten Morgen waren Arminius und sein Trupp verschwunden. Gerüchte tauchten auf, nach denen römische Patrouillen abgefangen und getötet worden waren. Nun wurde allmählich sogar dem Varus das Ausmaß der gefährlichen Situation bewusst. Er leitete den Zug auf den Dörenpass, die direkte Verbindung zum Winterlager Aliso, um, in der Hoffnung, vielleicht doch noch so schnell wie möglich das rettende Ziel zu erreichen. Indes verließen viele germanische Begleiter den Zug unter dem Vorwand, Verstärkung zu holen. Dann erreichte den römischen Feldherrn die Nachricht, Aliso würde belagert. Also wechselten die Legionen wieder den Kurs. Der Wald um sie herum wurde immer dichter, dazu kam ein heftiger Regen auf. Cassius Dio, der römische Chronist der Ereignisse, schrieb: Inzwischen kam auch ein starker Regen und Sturm auf, was die Marschierenden weiterhin voneinander trennte. Und der Boden um die Wurzeln und Stämme her schlüpfrig geworden, machte jeden Schritt höchst unsicher. Bruch und Sturz der Baumwipfel sorgten für weitere Verwirrung. Das war der Augenblick, in dem Arminius angriff. Tausende von Speeren wurden entlang des gesamten Zuges in die Menschenmenge geschleudert, mitten ins Chaos. Durch die locker gewordene Marschordnung, die eine gruppenweise, konzentrierte Verteidigung gegen die flinken Angreifer erschwerte, mussten die Römer erste große Verluste hinnehmen. Sie retteten sich in die Nacht, schlugen ein Lager auf und verbrannten die meisten Wagen und anderen Ballast. Am nächsten Morgen gerieten sie kurzfristig auf besseres, offenes Gelände, dann jedoch wieder in die unheilvollen, nassen Wälder. Sie erlitten schwere Verluste. Der nächste Tag sollte ihr Schicksal besiegeln. Cassius Dio schrieb: Erneut überfielen sie heftiger Regen und starker Wind, die sie weder weitergehen noch festen Stand finden, ja nicht einmal die Waffen gebrauchen ließen. Sie konnten sich nämlich nicht mehr mit Erfolg ihrer Bogen und Speere oder der ganz und gar durchnässten Schilder bedienen. Die römischen Legionen verloren vollends ihre Gefechtsordnung. Sie waren verwirrt, ausgezehrt und litten Todesängste.
in die Defensive gedrängt und im Zweikampf den siegesgewissen, aggressiven Germanen nicht gewachsen. Wieder Cassius Dio. Die Feinde hingegen, größtenteils nur leicht gerüstet und imstande ungefährdet anzugreifen und sich zurückzuziehen, hatten weniger unter den Unbilden zu leiden. Außerdem hatte sich ihre Zahl stark vermehrt, da viele von den anderen, welche zunächst nur abgewartet hatten, sich ihnen jetzt, in der Hoffnung auf Beute, anschlossen. Das war das Ende. Das gesamte römische Heeresaufgebot wurde niedergemetzelt. Die meisten der 30.000 Menschen fanden den Tod, wurden ans Kreuz genagelt oder lebendig begraben. Die höheren Offiziere nach stundenlanger entsetzlicher Folterung den Göttern geopfert. Varus stürzte sich in sein Schwert, viele in seiner Begleitung folgten seinem Beispiel. Die Legionen im Winterlager Aliso kamen fast ungeschoren davon, da ihnen ein nächtlicher Ausbruch durch den Belagerungsring der Cherusker gelang. Arminius und seine Truppen zogen sich daraufhin zurück. Die Reaktion von Kaiser Augustus in Rom auf die Katastrophe im Teutoburger Wald ist in die Geschichte eingegangen. Als er das von den Germanen nach Rom geschickte Haupt des Varus erhielt, zerriss er sich seine Kleider, stieß mit dem Kopf gegen den Türpfosten und rief immer wieder: »Quinctilius Varus, gib mir meine Legionen wieder.« Er ließ sich sein Haar und seinen Bart mehrere Monate lang wachsen und soll über Jahre hinweg an diesem Tag gefastet und geschwiegen haben. Die Römer waren nicht mehr unbesiegbar. Die vernichtete 16., 17. und 18. Legion wurden nie mehr aufgestellt. Als Tacitus im Jahre 98 nach Christus seine Germania schrieb und der zahlreichen schweren Kämpfe gedachte, die Rom mit den Germanen inzwischen bestanden hatten, rechnete er zurück. 210 Jahre war es her, seit die Römer zum ersten Mal von den Kriegstaten eines germanischen Stammes, den Kimbern, gehört hatten. Und wie sah die Bilanz aus? Der Historiker formulierte sarkastisch: So lange schon wird Germanien besiegt. Nicht weniger bissig lautete sein Urteil über die jüngsten Erfolge, die Kaiser Vespasian und sein vor 2 Jahren ermordeter Sohn Domitian errungen hatten. Mehr Triumphe hat man über die Germanen gefeiert, als dass sie besiegt worden wären. Die Germanen jenseits des Rheins und jenseits der Donau, bis zu der Augustus das Imperium vorgeschoben hatte, blieben Störenfriede, vor denen die Reichsbewohner geschützt werden mussten. Für diese Aufgabe standen an beiden Flüssen je 8 Legionen Infanterie bereit, jede Legion zu 5.000 bis 6.000 Mann. Zwischen den Legionslagern reihte sich die Kette der Kastelle für die Hilfstruppen zu Fuß und zu Pferd. Um 85 nach Christus schloss Domitian das sogenannte Dekumatenland zwischen Rhein, Main und Neckar mit der Westschweiz und einem linksrheinischen Streifen zur Provinz Obergermanien, Germania Superior, zusammen. Der Limes, ursprünglich ein Patrouillenweg, später eine Befestigungsanlage mit Kastellen und Wachtürmen, begrenzte die neue Provinz nach Osten. An Obergermanien, das am Wingstbach nördlich von Koblenz endete, schloss Domitian Niedergermanien, Germania Inferior, an, das sich in wechselnder Breite links des Rheins bis zu seiner Mündung erstreckte. Die Rheinzone beruhigte sich danach so weit, dass Rom die Zahl der Legionen um die Hälfte verringern konnte. Anders an der Donau, wo Kaiser Trajan erst die Thraker in 2 Kriegen niederringen musste. Die Provinz Dacia, die er anschließend einrichtete, war im Norden die letzte große Erweiterung des Reiches. Neben die militärische Verteidigung trat die politische Sicherung durch die Beziehungen, die Rom mit einzelnen Stämmen jenseits der Grenze pflegte. Amicitia wurde das friedliche Verhältnis Roms zu einer fremden Macht genannt. Ein Bündnisvertrag, Foedus, mit bestimmten, im Einzelfall wechselnden Bedingungen und Verpflichtungen, festigte und erweiterte die Freundschaft. Da nicht Rom, sondern der kleinere Partner als Bittsteller kam, war von vornherein klar, wer in solchen Zweierbündnissen das Sagen hatte. Hätte es ein gesamtgermanisches Nationalbewusstsein gegeben,
Es wäre vom Soldateneid überdeckt worden, den die Hilfstruppen wie die Legionäre auf ihren Kaiser und obersten Feldherren schwören mussten. Daher hatten germanische Hilfstruppen keine Vorbehalte, wenn sie gegen Germanen im sogenannten Freien Germanien in der Germania Libera kämpften. Die römischen Kaiser scheuten sich auch nicht, das Wohlverhalten germanischer Könige mit Geld zu erkaufen. Ein erkaufter Friede war meist billiger als ein erkämpfter. Falls sie nicht von Geschenken sprachen, benutzten die Römer für die Zahlungen das Wort Stipendium, das den Soldatensold bezeichnete und den Kaisern die schmeichelhafte Vorstellung vermittelte, fremde Fürsten würden in ihrem Sold stehen. Dem traditionsbewussten Tacitus blieben die Zahlungen trotzdem anrüchig. In seinen Historien blickt er mit Wehmut in die Vergangenheit zurück, als der römische Staat besser durch seine Tapferkeit als durch sein Geld dastand. Unter Kaiser Mark Aurel, dem Philosophen auf dem römischen Kaiserthron, geriet das Geflecht aus militärischer Sicherung, diplomatischem und wirtschaftlichem Austausch, das sich an Rhein und Donau herauskristallisiert hatte, erstmals in eine Krise. Ihr eigentlicher Ursprung lag weit entfernt im Nordosten, wo die Goten, in der antiken Überlieferung noch Gutonen genannt, aus unbekannten Gründen zwischen 150 und 160 nach Christus vom Unterlauf der Weichsel den Fluss hinaufzogen. Sie drängten die Burgunden nach Westen und die Vandalen wiederum nach Süden. Diese Verschiebungen lösten eine Kettenreaktion aus. Die germanischen Stämme gerieten in Aufruhr. Bald darauf kam es zu einer großen Koalition, die die Stämme vom Rhein bis zum Schwarzen Meer gegen Rom vereinte. Die Historia Augusta, eine spätantike Sammlung von Biografien römischer Kaiser, zählt in der Vita Mark Aurels 16 Stämme auf und spricht von weiteren, die sich mit ihnen verschworen hatten. Antirömische Strömungen formierten sich. Ihr stärkstes Argument dürften die ausgedünnten Verteidigungslinien entlang der Flussgrenzen gewesen sein, da Mark Aurel 162 zahlreiche Truppen von Rhein und Donau abzog, um sie im Krieg gegen die Parther im Osten einzusetzen. Die Gelegenheit schien günstig. Kostoboken durchzogen die Balkanhalbinsel bis Mittelgriechenland. Vandalen versuchten, sich in Dakien niederzulassen. 6000 Langobarden und Obier fielen in Pannonien ein. Markomannen und Quaden überquerten 167 sogar die Alpen und erschreckten Oberitalien, das seit den Kimbern und Teutonen keine Germanen mehr gesehen hatte. Die Eindringlinge belagerten Aquileia und machten das unbefestigte Städtchen Opitergium dem Erdboden gleich. Diese Vorfälle lehrten Rom wieder einmal, was Verträge mit germanischen Stämmen wert waren, wenn adlige Vertragspartner entmachtet wurden oder starben, oder wenn es beutegierige Führer schafften, genügend Gefolgsleute um sich zu sammeln. Hinzu kam, dass die Barbaren hinsichtlich Bewaffnung und Kriegsführung von den römischen Legionen gelernt und ihre Kampfkraft gesteigert hatten. Historiker betrachten den Markomannenkrieg unter Mark Aurel als ein Vorspiel zur Völkerwanderung. Manche Forscher zählen den Zug der Kimbern und Teutonen als erste, den Markomannenkrieg als zweite und die Germaneneinfälle seit 233 nach Christus als dritte Völkerwanderung, die der großen Völkerwanderung vorausgegangen sind. Es waren die Alemannen, die den Limes sprengen sollten. Seit Beginn des 3. Jahrhunderts bedrohten sie immer wieder die Provinzen Obergermanien und Rätien. Angeblich zerstörten sie 233 Kastelle und Siedlungen wie die Saalburg, Mainz und Baden-Baden. Im Jahr 260 waren die römischen Legionen nicht mehr in der Lage, ihnen zu trotzen. Die Alemannen überrannten den Limes und besiedelten fortan das sogenannte Decumatenland zwischen Rhein, Main und Neckar. Damit war der Status quo ante hergestellt. Rhein und Donau bildeten wieder die alte römisch-germanische Reichsgrenze. Bei den Alemannen handelte es sich ähnlich wie bei den Franken um ein Bündnis verschiedenster Gruppen. Sie waren vorwiegend aus suebischen Gruppen hervorgegangen, deren Siedlungsgebiet ursprünglich an der oberen Elbe lag und die vermutlich als eine lose Verbindung von Kriegerbanden anzusehen sind. Niemand weiß, wie die neuen mächtigen Großstämme entstanden sind.
Die Franken, die Freien, durchbrachen bereits 256 den Limes und fielen in Gallien ein. Auch sie waren ein militärischer Bund verschiedenster Stämme, die über Jahrhunderte zu einem Volk zusammenwuchsen. Die salischen Franken setzten sich am Niederrhein fest, andere in der Nähe der Mosel, im südlichen Belgien, in der Champagne. Erst im späten 5. Jahrhundert schloss der Frankenkönig Chlodwig die verschiedenen in Gallien eingesickerten fränkischen Gruppierungen in einem Königreich zusammen, das sich vom Rhein bis zur Loire erstreckte. Die große Kraft im Osten, repräsentiert durch die Goten, mutet exotischer an als die der Alemannen und Franken im Westen. Ihr Schicksal gab Anlass zum Entstehen der Gotensaga. Die Goten sind zweifellos das schillerndste Volk der germanischen Welt. Sie haben die längsten, verzweifeltsten Wege aller germanischen Völker zurückgelegt. Wie allgemein die Ostvölker mehr in Bewegung waren als die Westvölker, bis die Ostgoten schließlich im heutigen Italien und die Westgoten im heutigen Spanien untergingen. Ihre romantische Verklärung haben sie wohl in gleicher Weise ihrer aufwühlenden, abenteuerlichen Odyssee zu verdanken, wie auch ihrem dramatischen Untergang. Dabei hatten die Goten nicht einmal eine einheitliche ethnische oder besondere kulturelle Identität entwickelt. Als sie sich in Bewegung gesetzt hatten, bestanden sie, wie die Franken und Alemannen, aus verschiedenen Ethnien, aus bunt zusammengewürfelten Stämmen und Kriegerhorden. So war bereits das berühmte gotische Machtzentrum am Schwarzen Meer im 3. Jahrhundert ein Schmelztiegel verschiedenster Ethnien und Völkerschaften, die aus Nomaden, Ostgermanen und der einheimischen Bevölkerung bestanden. Allerdings ist die gotische Sprache die älteste und archaischste aller germanischen Sprachen, erhalten in der berühmten Wulfila-Bibel, bevor sie dann auf der Krim im 16. Jahrhundert erlosch. Und nicht zuletzt waren die Goten die ersten Germanen, die außerhalb des Römischen Reiches den christlichen Glauben annahmen. Die Wulfila-Schrift war allerdings, wie auch viele Kaiser und Mitglieder der römischen Führungsschicht im Osten des Reiches, von der Lehre des alexandrinischen Priesters Arius beeinflusst, die noch jahrhundertelang für Sprengstoff zwischen Römern und Germanen sowie unter den Germanen selbst sorgen sollte. Wulfila selbst, der außer der gotischen Volkssprache auch Griechisch und Latein beherrschte, interpretierte Arius auf seine Weise. Der Gote verneinte die Wesensgleichheit Christi mit Gott Vater und bekannte stattdessen nur seine Gottähnlichkeit. Gott Vater, der ewige Gott, habe Christus in der Zeit gezeugt und geschaffen. Der Gottessohn sei zwar Gott, aber nicht ewig und nicht dem Wesen nach gleich Gott Vater, wie der katholische Glaube es lehrt. 40 Jahre lang verbreitete Wulfila diese Lehre unter den Westgoten, die sie an die Ostgoten weitergaben. Der Arianismus wurde bei vielen Germanen sehr populär, besonders auch bei den Vandalen, Burgunden und Langobarden. Selbst der Franke Chlodwig dürfte sich eine gewisse Zeit diesem Glauben verschrieben haben, bevor er zum Katholizismus übertrat und damit seinen Frieden mit der katholisch-römischen Mehrheit der Bevölkerung machte. Die große historische Leistung Wulfilas besteht in der Übersetzung der Bibel aus dem Griechischen ins Gotische. Hierfür musste er eigens ein Alphabet erfinden, das er weitgehend aus dem griechischen und dem lateinischen Alphabet sowie aus den germanischen Runen zusammensetzte. Die berühmteste Handschrift dieser Übersetzung, der Codex Argenteus, ist mit silbernen und goldenen Buchstaben auf purpurgefärbtem Pergament geschrieben und wird heute in der Universitätsbibliothek von Uppsala aufbewahrt. Die Goten, das Urvolk stammt mit ziemlicher Sicherheit aus Skandinavien, hatten nach mehreren Etappen um 230 das Nordufer des Schwarzen Meeres erreicht. Dort hatten sie sich mit sarmatischen und bastarnischen Gruppen die Vorherrschaft geteilt, Bündnisse geschlossen und sich durch friedliche Mischung mit der dort ansässigen Bevölkerung zusammengetan. Mösien und Thrakien bekamen die Stoßkraft dieser Vereinigung zuerst zu spüren. 251 führte der listige Gotenkönig Kniva eine Koalition mehrerer Stämme an, der Kaiser Decius und sein Sohn unterlagen. Der Friede, den ihr Nachfolger Trebonianus Gallus schloss und durch Zahlungen vergoldete, hinderte die Goten nicht daran, 252 Kleinasien,
254 Makedonien und 256 Griechenland zu plündern und ihre Raubzüge zu Land durch Piratenfahrten in der Ägäis zu ergänzen. 268 traf die Donauprovinzen und Griechenland ein kombinierter Angriff zu Wasser und zu Land, den Kaiser Gallienus und im folgenden Jahr sein Nachfolger Claudius Gothicus nur mit Mühe parieren konnten. Die Reiche der Ost- und Westgoten waren nun rund 100 Jahre alt. Die Ostgoten wurden von König Ermanarich regiert. Der Sage nach reichte sein riesiges Reich von der Ostsee bis zur Wolga, ja bis zum Kaukasus. Er soll 103 Jahre alt geworden sein. Bei den Westgoten herrschte Athanarich. Da er die Römer hasste, soll er schon in seiner Jugend geschworen haben, niemals römischen Boden zu betreten. Als er nun aber doch einen Friedensvertrag mit Kaiser Valens schließen musste, trafen sich die beiden auf einem verteuten Schiff mitten auf der Donau, der Grenze zwischen dem gotischen und römischen Reich. Im Niemandsland zwischen der Weltmacht und dem kleinen Reich der Goten. Sie versicherten einander zähneknirschend Freundschaft. Frieden halten war besser, als gegeneinander kostspielige Kriege zu führen. Es war ein Punktsieg für die Goten. Kaiser Valens musste sich in die Mitte des Flusses bequemen, um einen Goten zu treffen. Und Athanarich hatte seinen Schwur nicht gebrochen. Die dritten Helden am Vorabend der Völkerwanderung waren die Alanen, ein halbnomadisches Volk, das heute in den nordkaukasischen Osseten fortlebt. Die Alanen zogen auf der Suche nach Weideland hin und her und konnten ihre Freude am wilden Leben nur selten zügeln. Der Historiker Ammianus Marcellinus schrieb: Sie sind stolz darauf, jeden beliebigen Mann zu töten. Und als ruhmreiche Trophäen reißen sie den Erschlagenen die Köpfe ab, ziehen ihnen dann die Haut ab und hängen sie ihren Kriegsrossen als Prunkgeschirr um. Westgoten, Ostgoten und Alanen wurden aber aus heiterem Himmel von einem Feind überrascht, mit dem niemand, wirklich niemand gerechnet hatte. Fremde Reiterscharen tauchten am Horizont auf. Die Alanen und die Ostgoten sollten die ersten Opfer werden und einer Schockwelle gleich nach Westen gespült werden. Diese Fremden, die noch kurze Zeit zuvor im Altaigebirge saßen, sollten Europa auf den Kopf stellen und selbst bei den hartgesottenen Barbaren blankes Entsetzen hervorrufen. Es waren die fürchterlichsten Krieger, die das Abendland je gesehen hatte, die Hunnen. Das Nomadenvolk der Hunnen drang durch die Kaspische Senke vor und stieß kurz vor 375 auf die Alanen. Danach überfielen sie das Reich der Ostgoten in Südrussland und in der Ukraine. Sie waren schnell, wendig und unberechenbar, Meister von Pfeil und Bogen und im Kampf ungeheuer diszipliniert. Die langen Wege, die die Hunnen durch die gewaltigen eurasischen Steppen zurückzulegen gewohnt waren, hatten verwegene Reiter aus ihnen gemacht. Zu ihrer ungewöhnlichen Kampftechnik gesellte sich ihre vermeintliche zahlenmäßige Überlegenheit und, nicht zu unterschätzen, ihr furchterregendes Aussehen. Mit einer Mischung aus Ekel und Entsetzen notierte der römische Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus: Alle besitzen sie gedrungene und starke Glieder und einen muskulösen Nacken und sind so entsetzlich entstellt und gekrümmt, dass man sie für zweibeinige Bestien oder für Figuren aus Blöcken halten könnte. Bei ihrer reizlosen Menschengestalt sind sie durch ihre Lebensweise so abgehärtet, dass sie keines Feuers und keiner gewürzten Speise bedürfen, sondern von den Wurzeln wilder Kräuter oder dem halbrohen Fleisch jedweden Getiers leben, das sie zwischen ihre Schenkel und den Pferderücken legen und etwas erwärmen. Ruhelos schweifen sie durch Berge und Wälder und sind von klein auf gewöhnt, Kälte, Hunger und Durst zu ertragen. Bei Kämpfen fordern sie den Gegner zuweilen heraus und beginnen das Gefecht mit ihm in geschlossenen Abteilungen, wobei ihre Stimmen furchtbar ertönen. Da sie für schnelle Bewegungen leicht bewaffnet sind und unerwartet auftauchen, können sie sich absichtlich plötzlich auseinanderziehen und ihre Reihen lockern wie in einer ungeordneten Aufstellung. Ein furchtbares Blutbad anrichtend, galoppieren sie hin und her, und wegen ihrer gewaltigen Schnelligkeit sieht man sie kaum, wenn sie in eine Befestigung eindringen oder ein feindliches Lager plündern.
Man möchte sie aus dem Grund die furchtbarsten von allen Kriegern nennen, weil sie im Fernkampf mit Pfeilen kämpfen, die mit Knochen anstelle von Pfeilspitzen mit wunderbarer Kunstfertigkeit zusammengefügt sind. Sie fechten im Nahkampf ohne Rücksicht auf sich selbst. Während sie den gefährlichen Schwerthieben ausweichen, fangen sie ihre Feinde mit geflochtenen Lassos, umschnüren die Glieder der Widerstrebenden und machen es ihnen unmöglich zu reiten oder zu gehen. Ammianus Marcellinus war Offizier und alles andere als ein Freund der Barbaren. Die Hunnen hasste er ganz besonders. Mit seinem Urteil stand er nicht allein. Bis heute hat die westliche Welt nie ihren Schock über die asiatischen Eindringlinge überwunden. Ein Umstand, den im Dritten Reich auch Propagandaminister Joseph Goebbels zu nutzen wusste, als er im Zweiten Weltkrieg immer wieder die Angst der Deutschen vor den asiatischen Horden schürte. Selbst ausgesprochene Haudegen wie die Goten nahmen vor den Hunnen reißaus, die bis heute als Sinnbild roher Gewalt und barbarischer Sitten gelten. Als die Hunnen Richtung Westen zogen und den Germanen, die ihrerseits jetzt Druck auf die römischen Grenzen ausübten, in den Rücken fielen, waren sie ihnen militärisch und mental weit überlegen. König Ermanerich soll sich selbst getötet haben, als er die Überlegenheit der Steppenkrieger erkannte. Daraufhin unterwarfen sich die meisten Ostgoten den Hunnen. Jedenfalls entstanden durch die Invasion der Hunnen gewaltige, chaotische Flüchtlingsströme. Gleich einem Dominoeffekt wurde nun ein Volk nach dem anderen in Aufruhr versetzt und flüchtete. Die Hunnen warfen sich auf die Alanen auf die Goten und die Goten auf die Taifalen und Sarmaten, schrieb Bischof Ambrosius von Mailand. Die Hunnen und mit ihnen die Alanen schoben die besiegten Ostgoten vor sich her nach Westen, wo die Westgoten beheimatet waren. Zu der erwarteten Großschlacht zwischen Westgoten und Hunnen kam es jedoch nicht, da die wilden Steppenkrieger die westgotischen Stellungen am Dniester umgingen. Die Hunnen drangen zudem in das Gebiet des heutigen Rumäniens und schließlich bis zur ungarischen Tiefebene vor, wo sich das politische Zentrum eines hunnischen Großreichs zwischen Donau und Theiß etablierte. Von hier aus unterwarfen sie die germanischen Stämme zwischen Ostsee, oberer Donau, Rhein und Dnjepr und führten darüber hinaus wilde Raubzüge über den Kaukasus nach Persien, Kleinasien und auf dem Balkan durch. Den Goten waren nur zwei Möglichkeiten geblieben. Entweder sie flohen gen Süden und baten um Aufnahme ins Römische Reich, oder sie unterwarfen sich den Hunnen. Während die Ostgoten klein beigaben, befreiten sich die Westgoten aus der hunnischen Umklammerung und wanderten 376 nach Süden, womit ihr langer Marsch begann. Die beiden gotischen Reiche im Westen und Norden des Schwarzen Meeres hatten also nur ein knappes Jahrhundert Bestand gehabt. Tausende von Flüchtlingen standen nun an der Donaugrenze, verfolgt von den beutegierigen Hunnen. Krieger mit ihren Familien und all ihrer Habe baten verzweifelt darum, den Fluss überqueren zu dürfen, um im nördlichen Balkan zu siedeln. Der oströmische Kaiser Valens gewährte ihnen den Übertritt, wahrscheinlich bevor ihm klar wurde, wie ungeheuer groß die Menschenmenge war, die sich auf die römischen Provinzen zuwälzte. Auf ihren zusammengezimmerten Flößen überquerten die Flüchtlinge die Donau und ergaben sich den Römern. Ihre Waffen durften sie behalten, denn zunächst waren sie durchaus willkommene Soldaten, die helfen sollten, die Donaugrenze gegen die unheimlichen Hunnen zu verteidigen. Doch jetzt zogen sich die Verhandlungen mit den Römern in die Länge, und die Lebensbedingungen der verhärmten Neuankömmlinge wurden kaum besser. Sie hatten unter Hungersnöten und den Schikanen römischer Beamter zu leiden. Familien waren durch die Flucht getrennt worden. Es herrschte ein heilloses Durcheinander. In diesen 2 Jahren, in denen die Goten ein elendes Dasein fristeten, muss ihr Hass auf die arroganten Römer ins Unermessliche gestiegen sein. Schließlich durchbrachen sie die ihnen zugedachten Grenzen und zogen plündernd und mordend durch die römischen Balkanprovinzen. Ammianus Marcellinus verglich den Überfall der Westgoten mit einem Ausbruch des Ätna. Aber auch Ostgoten, Alanen und abweichlerische Hunnen waren mit von der Partie. So konnte es nicht ewig weitergehen. Letztendlich stellte sich ihnen das oströmische kaiserliche Heer unter Kaiser Valens in den Weg. Allerdings beging der Kaiser einen entscheidenden, verhängnisvollen Fehler. Er verzichtete auf die Hilfe weströmischer Truppen, die bereits unterwegs waren. Wieder einmal unterschätzte ein römischer Militärführer ein Barbarenheer, das nichts mehr zu verlieren hatte. Am 9. August 378
kam es zur berühmten Schlacht bei Adrianopel in der heutigen Türkei. Früh am Morgen marschierten die römischen Legionen in voller Rüstung 18 Kilometer auf die Wagenburg der Goten zu, die sie aber erst in der Mittagsglut erreichten. Nicht nur, dass es entsetzlich heiß war. Die Goten hatten überdies das Gras in Brand gesetzt, um den Legionen noch mehr zuzusetzen. Valens hatte darauf verzichtet, Wasser und Lebensmittel mitzunehmen. Sein Heer war also in einem ziemlich desolaten Zustand, als die Goten angriffen. Die feindliche Reiterei machte dann auch kurzen Prozess mit den erschöpften Römern. Schon kurz nach dem Beginn des Kampfes brachen die römischen Schlachtreihen völlig auseinander. Ein Drittel des 40.000 Soldaten umfassenden Heeres wandte sich zur Flucht. Der Rest, der sich nicht mehr formieren konnte, wurde niedergemacht. Auch Kaiser Valens fand den Tod, mit ihm viele Heerführer und Kommandeure. Obwohl sich das Römische Reich von der Niederlage relativ schnell erholte, ist die Schlacht von Adrianopel von weltgeschichtlicher Bedeutung, da sich die Goten von diesem Zeitpunkt an auf römischem Boden befanden und sich dort niederlassen konnten. Der Anfang vom Ende des Römischen Reiches war gekommen. Kaiser Theodosius I., der Nachfolger des gefallenen Valens, schloss 382 einen Vertrag mit den Westgoten, denen Thrakien und Mösien zwischen Donau und Balkangebirge steuerfrei in die Hände fielen. Damit wurde ihnen eine weitgehende Autonomie gewährt. Offiziell blieb das Gebiet allerdings römisches Territorium. Goten und Römer lebten in einer Provinz nebeneinander. Das Recht auf Heirat mit Einheimischen wurde den Barbaren allerdings verwehrt. Für ihr Siedlungsrecht waren sie Rom gegenüber zur Waffenhilfe verpflichtet. Die Goten dienten in militärischen Einheiten unter ihren eigenen Truppenführern, die aber zunächst nicht in höchste Kommandoposten vorrücken durften. Sie hatten eigene Gesetze und eine eigene politische Spitze. Dieser Vertrag war ein Markstein in der germanisch-römischen Geschichte. Die Westgoten waren die ersten Barbaren, die im Römischen Reich als ungeteilte ethnisch-politische Einheit sesshaft werden durften. Es war gleichsam ein Staat im Staate entstanden, gar nicht so weit weg von der östlichen Reichshauptstadt Konstantinopel. Im Januar 395, 13 Jahre nach dem bemerkenswerten Vertrag mit den Westgoten, starb Kaiser Theodosius in Mailand. In seinem Testament hatte er die Teilung des Römischen Reiches unter seine beiden Söhne Arcadius, Oströmisches Reich, und Honorius, Weströmisches Reich, verfügt. Damit war ein mehr als 100-jähriger Prozess der Untergliederung des Imperium Romanum in eine West- und eine Osthälfte zum Abschluss gekommen. Ostrom sollte sich als der stärkere Partner entwickeln, während Westrom langsam an Bedeutung verlor. Die meisten gewaltigen Wanderzüge, Schlachten und germanischen Reichsgründungen begannen zwar im Osten, konnten aber in den Westen umgeleitet werden. Und da waren sie alle versammelt. Franken, Westgoten, Ostgoten, Vandalen, Sueben, Langobarden, Angeln, Sachsen und, für Ost wie West gleichermaßen gefährlich, die Hunnen. Die Hunnen, vor denen die Europäer zitterten, dürften vermutlich aus Nordchina oder der Mongolei stammen. Die Gründe für ihren Zug in den Westen liegen im Dunkeln. Vielleicht war es eine Klimaverschlechterung, die sie zwang, sich neue Jagd- und Weidegebiete zu erschließen. Möglicherweise steckten sie sich neue Ziele, nachdem die Chinesen im Norden ihres Landes die große Mauer bauten und damit die ständigen Einfälle der Hunnen unterbanden. Vielleicht aber hatten ihnen Abenteurer von den enormen Reichtümern berichtet, die es in den Ländern der untergehenden Sonne zu erbeuten galt. Dieses Rätsel wird nie zu lösen sein. Jedenfalls setzten sie sich in Bewegung, überschritten 375 den Don und lösten bei ihren Nachbarvölkern schieres Entsetzen aus. Sie ritten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte.
Ihre Angriffsstrategie bestand aus einer Abfolge von Überfall, Pfeilsalven, Rückzug und erneuter Attacke auf den zunehmend irritierten und zermürbten Gegner. Für den Nahkampf führten sie ein langes, zweischneidiges und ein kurzes, einschneidiges Schwert mit sich. Es dauerte etwa eine Generation, in der sich die hunnische Macht nördlich der Donau konsolidierte. Als der weströmische Kaiser Honorius 423 starb, mischten sich die Hunnen in die weströmische Innenpolitik ein. Der Heerführer Aetius hatte sie gerufen, um Kaiser Johannes gegen Galla Placidia, die Schwester des verstorbenen Kaisers Honorius, und gegen oströmische Interessen zu verteidigen. Der Plan ging jedoch nicht auf. Bevor Aetius und die rund 10.000 herbeigerufenen Hunnen eingreifen konnten, hatte Galla Placidia Kaiser Johannes bereits töten lassen und ihren 6-jährigen Sohn als Valentinian III. Auf den Thron gesetzt. Sie selbst regierte in seinem Namen. Aetius arrangierte sich mit Galla Placidia, bekämpfte mit Hilfe der hunnischen Hilfstruppen aufständische Völker in Gallien und hatte ab 433 bis zu seinem gewaltsamen Tod im Jahr 454 die faktische Macht im Weströmischen Reich inne. Mit den Aktionen des Heerführers Aetius, genannt der letzte Römer, geriet der hunnische Riese wieder in Bewegung. Denn als Gegenleistung für die militärische Unterstützung des Aetius im Weströmischen Reich erhielten die Hunnen unter ihrem Herrscher Rua 433 einen Großteil Pannoniens. Damit hatte das hunnische Reich seine größte Ausdehnung erreicht. 435 starb Rua. Seine beiden Neffen Bleda und Attila teilten sich die Herrschaft. Bis 444/45 schien alles gut zu verlaufen. Dann ließ Attila den mitregierenden Bruder ermorden und wurde Alleinherrscher. Seinem Eroberungsdrang stand nun nichts mehr im Wege. Wie ein Raubtier fiel Attila 447 über den Kontinent her, verwüstete das gesamte Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer und stieß bis zu den Thermopylen vor. Der besiegte byzantinische Kaiser Theodosius II. Musste daraufhin einen Teil seines Gebietes südlich der Donau entmilitarisieren und sich zu umfangreichen jährlichen Tributzahlungen verpflichten. 6.000 Pfund Gold pro Jahr schickte Byzanz an Attila, um Schlimmeres zu verhindern. Hinzu kamen weitere Zugeständnisse seitens des Ost- und Weströmischen Reichs. So mussten die Römer den Hunnen ihre Märkte öffnen, damit die ihren erbeuteten Reichtum auch in Waren umsetzen konnten. Des Weiteren durften sie keine Bündnisse mit Barbaren eingehen, mit denen sich die Hunnen im Krieg befanden. So tief war das stolze Rom inzwischen gesunken. Zu diesem Zeitpunkt konnte der schlaue Attila den Römern vorschreiben, was er wollte. Er befand sich auf dem Gipfel seiner Macht. Er hatte ein festes Siedlungsgebiet und seine Verbündeten, die Ostgoten, Alanen und Gepiden, folgten ihm ohne Widerspruch. Die Aufzeichnungen des Griechen Priscus, des Sekretärs einer byzantinischen Gesandtschaft, geben Aufschluss über Attilas Residenz, das Leben am Hof und seine Regierungsweise. Das Attila-Haus stand in der Mitte eines großen Dorfes, höher gelegen als andere Häuser. Die Holzwände waren getäfelt. Es war mit einem Zaun mit Holztürmen umfriedet, nicht zum Schutz, sondern zur Zierde. Innerhalb der Umfriedung standen zahlreiche Gebäude. Die einen aus geschnitzten und vertäfelten, die anderen aus geglätteten, in Abständen nebeneinander gestellten Balken, welche hölzerne Bögen krönten. Diese Bögen erhoben sich zu ansehnlicher Höhe. Dort wohnte Attilas Frau. Die Barbaren, die dort als Türhüter amtierten, ließen mich ein. Ich traf sie auf einem weichen Lager ruhend. Der Boden war mit wollenen Teppichen bedeckt, über die man schreiten musste. Zahlreiche Dienerinnen umstanden sie im Kreise, und andere hockten rings auf dem Boden und schmückten Leinwandstreifen mit bunter Stickerei, die dann zur Zierde auf die Kleider der Barbaren aufgenäht waren. Die Unterhändler, die in schwieriger Mission unterwegs waren, um einen Feldzug Attilas zu verhindern, der auf der Auslieferung hunnischer Überläufer bestand, wurden zum Gastmahl gebeten. Wir standen an der Schwelle des Saales Attila gegenüber. Die Mundschenken reichten uns nach Landessitte einen Kelch.
Wir mussten, ehe wir uns setzten, zur Begrüßung daraus trinken. Dann nahmen wir die uns angewiesenen Plätze ein. Die Stühle standen den beiden Seitenwänden entlang. In der Mitte saß Attila auf einem Ruhebett. Dahinter führten einige Stufen zu einem anderen Ruhelager empor, das man mit Leintüchern und bunten Decken geschmückt hatte, ähnlich den Hochzeitsbetten, wie man sie bei Griechen und Römern den Neuvermählten bereitet. Als die höchsten Ehrenplätze galten die Sitze in der Reihe zur Rechten Attilas. Für die zweithöchsten im Range war die Reihe zu seiner Linken bestimmt. Dort saßen auch wir neben Berik, einem vornehmen Hunnen. Er aber saß näher an Attilas Thron. Rechts neben dem Lager des Königs stand der Sitz des Onegesius. Ihm gegenüber saßen zwei Söhne Attilas. Der älteste Sohn saß auf dem Sofa des Königs, allein nicht dicht neben ihm, sondern am äußersten Ende. Er hielt aus Ehrfurcht vor seinem Vater den Blick gesenkt. Als alle die ihnen gebührenden Plätze eingenommen hatten, trat ein Mundschenk zu Attila und reichte ihm einen gefüllten Becher. Attila nahm ihn entgegen und trank seinem Sitznachbarn zu. Der so Geehrte erhob sich und durfte sich erst wieder setzen, sobald er den Wein gekostet oder auch den Becher ausgetrunken und dem Mundschenk zurückgegeben hatte. Nachdem er sich gesetzt hatte, tranken die anderen dem König auf gleiche Weise zu. Sie erhoben ihre Becher, wünschten dem König Heil, tranken daraus und erzeigten ihm so die gebührende Ehre. Jeder Gast hatte seinen eigenen Mundschenk, der zu ihm hintrat, sobald sich Attilas Mundschenk zurückgezogen hatte. Nachdem alle so der Reihe nach begrüßt worden waren, trank Attila auch uns zu, jedem Einzelnen entsprechend der Sitzordnung. Nach diesen Begrüßungen zogen sich die Mundschenken zurück. Dann wurden Tische neben dem Attilas aufgestellt, immer ein Tisch für 3, 4 oder auch mehr Gäste, und jeder konnte nach Belieben zugreifen, ohne die Tischordnung zu stören. Zuerst erschien ein Diener Attilas mit einer Schüssel voller Fleisch. Nach ihm kamen andere mit Brot und Zukost. Den Barbaren und uns wurden auf Silbertellern erlesene Speisen vorgesetzt. Attila jedoch erhielt nur einen Holzteller mit Fleisch. Er zeigte sich auch sonst überaus mäßig. Seine Gäste erhielten nämlich goldene und silberne Becher vorgesetzt, er aber trank aus einem hölzernen. Schlicht war auch sein Gewand, das nur durch fleckenlose Reinheit hervorstach. Weder sein Schwert, das er am Gürtel trug, noch die Bänder an den Sandalen, die er nach Barbarensitte anhatte, noch auch das Geschirr seines Rosses waren wie bei den übrigen Hunnen mit Gold, Edelsteinen oder anderem Zierat geschmückt. Nachdem die Speisen des ersten Ganges verzehrt waren, standen wir alle auf und setzten uns erst wieder, als jeder in der früheren Reihenfolge einen vollen Becher auf Attilas Wohl geleert hatte. Nach dieser abermaligen Ehrung des Königs nahmen wir erneut Platz. Nun wurde auf allen Tischen eine zweite Schüssel mit Speisen aufgetragen. Auch von diesen aßen wir alle. Sodann standen wir wieder wie vorhin auf, tranken Attila zu und setzten uns. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden Fackeln entzündet. 2 Barbaren traten vor Attila und trugen Lieder vor, darin sie seine Siege und seine Tapferkeit besangen. Nach diesen beiden trat ein schwachsinniger hunnischer Narr auf, der allerlei ungereimtes Zeug stammelte und damit allgemeine Heiterkeit erregte. Attila saß mit unbewegter Miene da und ließ sich weder in Wort noch Tat irgendwelche Heiterkeit anmerken, außer dass er seinen jüngsten Sohn Ernak, der hereingekommen war und neben ihm stand, freundlich ansah und ihm die Wangen streichelte. Als sich nun das Gastmahl bis in die späte Nacht hineinzog, hielten wir es für ratsam, nicht mehr zu trinken und brachen früher auf. Die Beschreibung des Priscus gewährt uns einen guten Einblick in Attilas Charakter. Er ist ein freundlicher, ja charismatischer Gastgeber, der, wie Priscus an anderer Stelle durchblicken lässt, allerdings sehr temperamentvoll werden konnte und leicht in Zorn geriet. Die ostentative Bescheidenheit im Auftreten und der Verzicht auf prunkvollen Königsschmuck heben seine Souveränität umso mehr hervor und zeigen seine soziale, politische und strategische Intelligenz.
Obwohl Attilas Alleinherrschaft nur 8 oder 9 Jahre währte, ist er der Nachwelt über 1500 Jahre lang unauslöschlich in Erinnerung geblieben. Das stellt ihn in eine Reihe mit den großen Herrschern der Weltgeschichte. Wie mag Attilas politische Vision ausgesehen haben? Bestimmt wollte er moderne Lebensweisen vorantreiben und der nomadischen Vergangenheit seines Volkes allmählich ein Ende setzen. Wäre dann ein eigenständiges, hunnisches Vielvölkerreich nach römischem Muster denkbar gewesen? Träumte er gar davon, wie manche befürchteten, nach der Unterwerfung des römischen und persischen Reichs Alleinherrscher der Welt zu sein? Angesichts der kurzen Zeitspanne der hunnischen Machtherrschaft gibt es keine Antworten auf diese Fragen. Integrierbar in den Westen war die hunnische Welt wohl nie, eher glich sie einem mit Urgewalt hereingebrochenem Intermezzo, das den Europäern Angst und Schrecken einjagte. Denn Attila und die Hunnen stehen bis heute für die größte Bedrohung Europas. Im schlimmsten Fall galten sie als zerstörerische Barbaren und blindwütige Räuber, die nichts als Unterjochung, Mord und Totschlag, die Ausrottung ganzer Völker im Sinn hatten. Im Zuge des Föderatenvertrages mit Kaiser Theodosius 382 hatten die Westgoten ein autonomes Gebiet auf römischem Territorium erhalten und so etwas wie einen Staat im Staate gegründet. Sie blieben allerdings ein unruhiges Volk. Sie hatten sich vielleicht besseren Siedlungsraum vorgestellt. Ihrer Führungsschicht blieben die höheren Kommandostellen im römischen Heer verschlossen. Zudem war das Leben an der Grenze wegen der hunnischen Nähe höchst gefährlich. Schon im nächsten Winter könnte die Donau wieder einmal zufrieren und den Feinden den Weg ins Gotenland öffnen. Nach einem Feldzug gegen den Usurpator Maximus, bei dem sie Kaiser Theodosius unterstützt hatten, kehrten mösische Goten nicht alle in ihr Gebiet zurück, sondern zogen plündernd durch die Provinz Makedonien. Der Bischof von Konstantinopel schrieb 392 erbittert und ängstlich zugleich: Die Barbaren haben ihr Gebiet verlassen und haben viele Male das Land gebrandschatzt und die Städte überfallen. Statt nach Hause zurückzukehren, verhöhnen sie uns wie betrunkene Zecher. Aber schon 391 hatte sich gezeigt, wie eigenständig und eigenwillig die Germanen innerhalb des Reiches zu werden drohten. In diesem Jahr sammelte der junge westgotische Häuptling Alarich eine Schar, mit der er in Thrakien Theodosius entgegentrat und die kaiserlichen Truppen besiegte. Als Theodosius im Januar 395 starb, war der Vertrag mit dem Reich automatisch außer Kraft gesetzt. Die Westgoten unter ihrem neuen König Alarich lehnten sich auf und es begann ein 6-jähriger Krieg auf dem Balkan, von Bulgarien bis zur Peloponnes. Alarichs Gegenspieler war der für das Weströmische Reich zuständige Heermeister Stilicho, Sohn eines Vandalen und einer Römerin. Er war der starke Mann jener Zeit, vermählt mit der Nichte des Theodosius. Er herrschte anstelle des 16-jährigen Westkaisers Honorius, des zweiten Sohnes des Theodosius. Trotz großer Niederlagen duldete das Oströmische Reich aber weder Stilicho noch Alarich auf seinem Boden. Deshalb sah man es in Konstantinopel nicht ungern, als Alarich im Herbst 401 die Alpen überquerte und nach Aquileia zog. Die gut befestigte Stadt hielt ihm stand, aber kleinere Städte Oberitaliens konnte er einnehmen. Als er gegen Mailand vorrückte, verließ der erschrockene Honorius die Residenzstadt und verlegte den Sitz der Regierung nach Ravenna, dessen umliegende Sümpfe besseren Schutz versprachen. Stilicho sammelte während des Winters ein Heer, das er durch Germanenkontingente verstärkte und drängte die Goten im Frühjahr 402 nach Südwesten. Zunächst konnte Stilicho den Westgotenkönig sowohl bei Pollentia als auch bei Verona schlagen, aber nicht endgültig besiegen. Die Waffen genügten nicht. Es bedurfte nun auch des Einsatzes der Diplomatie. In den nächsten Jahren folgte eine höchst verwirrende Anwendung beider Mittel, aber das Misstrauen zwischen dem Kaiser und seinem Heermeister wucherte wie ein Krebsgeschwür.
Schließlich geriet Stilicho in den Verdacht, mit den Goten gemeinsame Sache zu machen. Der Hass der Römer auf die Germanen hatte zu diesem Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreicht, und sonderlich beliebt war der Halbbarbar Stilicho nie gewesen. Nicht einmal das Kirchenasyl rettete ihn. Stilicho wurde im August 408 enthauptet. Daraufhin setzte eine Menschenjagd auf die Barbaren ein, die sich, um ihr Leben fürchtend, bedingungslos und zu Tausenden Alarich anschlossen. Was nun geschah, ist eines der spektakulärsten Ereignisse der gesamten Völkerwanderungszeit. Die Barbaren griffen Rom an und eroberten am 24. August 410 die ewige Stadt. 3 Tage durften die Goten nach Herzenslust die einst so mächtige und reiche Hauptstadt des Römischen Reiches plündern. Die Welt war erschüttert. Die Hauptstadt der Zivilisation und des Luxus war den Barbaren hilflos ausgeliefert. Was auch nur irgendwie von Wert und Nutzen war, wurde gepackt und mitgenommen. Wer sich gegen die Goten stellte oder auch nur nicht rasch genug seine Wertgegenstände ablieferte, wurde erschlagen. Nur die Klöster und Kirchen blieben verschont. Militärisch war der Fall Roms, das nicht länger politische Hauptstadt war, ohne Bedeutung. Aber vor dem Hintergrund einer 1200-jährigen Geschichte war die Symbolkraft der Plünderung, die das ewige Rom heimgesucht hatte, eine Katastrophe. Erstmals nach 800 Jahren, als der Keltensturm über die Metropole hinweggefegt war, stand wieder ein fremder Herrscher als Eroberer in der Stadt. Und wieder waren es die furchterregenden Barbaren aus dem Norden. Alarichs Eroberung stürzte die Volksseele in tiefste Verzweiflung. So erschüttert die Zeitgenossen auch waren, gravierende Konsequenzen hatte das Ganze aber nicht. Rom lag längst im Schatten Ravennas. Der Kaiser und die Regierung residierten in der neuen Metropole, die Oberbefehlshaber waren mit anderen Brennpunkten des Reiches beschäftigt. Gleichwohl sehen viele Historiker in dem Überfall auf Rom den Anfang vom Ende des Römischen Reichs. Nächstes Ziel Alarichs war die römische Provinz Afrika, die Kornkammer Italiens. Ihr Zug, die Alten, Kinder und Frauen eingerechnet, zählte vermutlich zwischen 80.000 und 100.000 Menschen. Aber nachdem ein Vortrupp in den Strudeln der Straße von Messina ertrunken war, kehrte der abergläubische Alarich um. Noch in Süditalien erlag er überraschend einer Krankheit. Alarichs Tod und die Geschichte seines ungewöhnlichen Begräbnisses sind in die Sage eingegangen. Seine Krieger sollen ihn im leeren Flussbett des Busento, einem Flüsschen, das sie kurzfristig umleiteten, in der Nähe von Cosenza, begraben haben. In dem trockenen Grund wurde sein Leichnam mit Pferd, Waffen und Schmuck bestattet. Das anschließend zurückgeleitete Wasser schloss sich über dem Grab. Alle, die an der Beisetzung mitgewirkt hatten, mussten in den Fluten sterben. Vermutlich ist die Geschichte des Begräbnisses wohl eher Dichtung als Wahrheit, denn in der Trockenzeit bildet der Fluss bestenfalls ein Rinnsal. Trotzdem untersuchen Archäologen bis heute das Flussbett und machen auch immer wieder Funde. Das Grab des Alarich aber wurde wahrscheinlich von Einheimischen schon ausgeraubt, als die Goten keinen Tagesmarsch davon entfernt waren. Alarich war knapp 40 Jahre alt geworden. Er gilt als ein wagemutiger, wenn auch nicht überragender Feldherr. 20 Jahre lang hatte er unverzagt nach einer wirtschaftlich und militärisch sicheren Heimat für sein Volk gesucht und dabei Dutzende von Schlachten geschlagen. Nur wenige konnte er für sich entscheiden. Nach Alarichs Tod wurde sein Schwager Ataulf König der Westgoten. Er heiratete in zweiter Ehe die in Rom geraubte Galla Placidia, die Schwester von Kaiser Honorius. Die Westgoten blieben noch ein Jahr in Italien. 412 zogen sie in Richtung Gallien und eroberten die Städte Narbonne, Bordeaux und Toulouse. Ihr Zickzackkurs setzte sich fort, als sei dies ihre Bestimmung. 415 wurde Ataulf bei einem Streit in Barcelona ermordet. Unter ihrem neuen König, Vallia, kämpften die Westgoten 2 Jahre im Auftrag Roms gegen die Vandalen und Alanen in Spanien, bis sie schließlich nach Südwestfrankreich zurückgerufen wurden. Vallia lieferte die Witwe Galla Placidia an Ravenna aus und durfte im Jahr 418 in Aquitanien sein Königreich von Toulouse errichten. Nach 40 Jahren Wanderschaft
Seit dem Tag, als sie die Donau auf der Flucht vor den Hunnen überquert hatten, kamen die Westgoten endlich zur Ruhe. Das Tolosanische Reich sollte fast 100 Jahre Bestand haben. Dann zerschlugen es die Franken unter Chlodwig. 2 Generationen später gründeten die Westgoten im Herzen Spaniens mit Toledo als Hauptstadt ein neues Reich, das bis zu dem Überfall der Araber Bestand haben sollte. Aus den undurchdringlichen skandinavischen Nebeln waren sie ursprünglich gekommen, wanderten über Polen ans Schwarze Meer. Schließlich flohen sie vor den Hunnen über die Donau nach Thrakien. Dann zogen die Westgoten nach Italien und Gallien, um ihre Wanderung durch Europa in Spanien zu beenden. Die von den Hunnen ausgelöste Wanderung der Völker lief auf verschiedenen Ebenen ab. Im Herbst 406 verdrängten Hunnen und Westgoten das Volk der Vandalen aus Schlesien und der Slowakei. Zunächst konnten die römischen Grenztruppen und die mit ihnen verbündeten Franken gegen sie die Rheinlinie halten. Angeblich töteten sie 20.000 Vandalen unter ihrem Führer Godegisel. Die Alanen, die an der Seite der Vandalen kämpften, konnten jedoch die komplette Vernichtung des vandalischen Zuges verhindern. Wenige Monate später brach die Grenze aber doch zusammen. In der Silvesternacht 406 setzten Vandalen, Sueben und Alanen bei Mainz über den zugefrorenen Rhein und zerstörten die gesamten römischen Grenzbefestigungen zwischen Bingen und Selz. In der Beschreibung der Ereignisse durch einen Bischof tritt der apokalyptische Furor der Völkerwanderung ungeschminkt zutage. Müde erwartet alles das greisenhafte Ende der Welt. Und schon läuft ab die Zeit am letzten Tage. Siehe, wie rasch der Tod die ganze Welt bezwungen und welch starke Völker die Wucht des Krieges zu Boden geworfen hat. Da lagen welche als Futter der Hunde, die brennenden Häuser wurden für viele zu Scheiterhaufen, die sie des Lebens beraubten. In Dörfern und Häusern, auf dem Land, an den Straßen und in allen Gauen, auf allen Wegen hier und dort, herrschte Tod, Schmerz, Vernichtung, Niederlage, Brand und Trauer. Ganz Gallien rauchte als einziger schwelender Brandherd. Vandalen, Alanen und Sueben war die Invasion Galliens leichter gefallen, weil Stilicho die römischen Truppen zur Verteidigung Roms gegen den Westgoten Alarich zurückbeordern musste. Und als hätte Westrom nicht schon genug mit der akuten Germanengefahr zu kämpfen, sollten sie sich selbst weiter schwächen und einen ihrer fähigsten Führer, nämlich Stilicho, hinrichten. Die Barbaren konnten in Gallien indes ungehindert entlang der Römerstraßen vorstoßen. Mainz, Worms, Speyer, Straßburg, Amiens, Arras, Lyon und Narbonne wurden geplündert. 2 Jahre lang verheerten die Eindringlinge Gallien. Dann gerieten einige von ihnen im nördlichen Gallien mit den Franken aneinander. Nach einer strapaziösen Irrfahrt gelangten die Marodeure schließlich im Jahr 409 über die Pyrenäen nach Spanien. Im Jahre 451 befanden sich die Westgoten in Südfrankreich, die Franken nördlich der Loire, die Alemannen in Südwestdeutschland und die Burgunden an der Rhone. 2 gegnerische Koalitionen schälten sich heraus. Zum einen die Hunnen mit den Germanen und Sarmaten und zum anderen die Römer mit ihren Föderaten, denn noch war Westrom nicht ganz von der Bildfläche verschwunden. 451 kam es zur entscheidenden Konfrontation zwischen diesen beiden Großmächten, obwohl die daran beteiligten Parteien die Schlacht auf den katalanischen Feldern zu einem wahrhaft multikulturellen Gipfeltreffen machten. Die Hunnen hatten diese Schlacht gewollt. Auch wenn nicht alle ihre Beweggründe bekannt sind, ist davon auszugehen, dass Attila das Heil seiner Völker in einem intensiven Beutezug nach Gallien gesehen hatte. Doch würden die Hunnen wieder in der Lage sein, wie vor 80 Jahren, über die etablierten Mächte hinwegzufegen? Die Antwort auf diese Frage gab der 20. August 451, an dem Attila seine Krieger so einstimmte: Nun bietet euren Verstand, Hunnen, nun eure Waffen auf. Wer verwundet wird, vergelte es mit dem Tod eines Feindes.
Wer noch heil, sättige sich an ihrem Blut. Ich täusche mich nicht über den Erfolg. Das ist das Feld, das uns so viele Siege verheißen hat. Ich selbst werde zuerst mein Geschoss in die Feinde schleudern. Wenn einer Ruhe ertragen kann, während Attila kämpft, ist er tot. Vielleicht hätte sich Attila mit etwas weniger Wut in die Schlacht auf den katalaunischen Feldern gestürzt, wenn ihn nicht eine Frauengeschichte zusätzlich erzürnt hätte. Die Schwester des römischen Kaisers Valentinian III., Honoria, hatte, um einer ungewollten Vernunftehe zu entgehen, Attila heimlich einen Heiratsantrag übermittelt. Attila war entzückt und hielt prompt um die Hand Honorias an. Valentinian III. Aber dachte gar nicht daran, seine Schwester ins Brautbett des unzivilisierten Hunnen zu legen, und lehnte ab. Attila aber wollte sein Reich vergrößern. Wenn das nicht mit einer klugen Heiratspolitik funktionierte, dann eben mit Gewalt. Er begann mit den Vorbereitungen zu einer Invasion Galliens. Der Zug in den Westen begann und endete auf den katalaunischen Feldern. 15 Jahre zuvor hatten die Hunnen gemeinsam mit dem römischen Oberbefehlshaber Aetius bei Mainz und Worms ein schreckliches Blutbad unter den Burgundern angerichtet. Eine Vernichtungsschlacht, die zum Kern des Nibelungenliedes wurde. Diesmal also zogen die hunnischen Heerscharen, begleitet von germanischen Stämmen, erneut gegen Westen. Aber diesmal stand der erfahrene weströmische Feldherr Aetius als Gegner auf der anderen Seite. Attilas Heer bestand aus den verschiedensten Völkerschaften, wie es bei mächtigen Heerkönigen der Frühzeit üblich war. An seiner Seite standen Ostgoten, Heruler und Skiren, die ihm seit langem untergeben waren. Gepiden und Rugier aus dem Karpatenraum, Markomannen von der mittleren Donau und schließlich thüringische, mainburgundische und rheinfränkische Gruppen. Schon die Masse dieses anrückenden Heeres wird Gallien in Angst und Schrecken versetzt haben. Dennoch ist die überlieferte Zahl von 500.000 Krieger unglaubwürdig, denn ein derart riesiges Heer hätte weder geführt noch ernährt werden können. Die Streitkräfte unter dem Oberbefehl von Aetius gaben ein ähnlich heterogenes Bild wie die des Gegners ab. Der Feldherr hatte alle Völker um sich geschart, deren er in Gallien habhaft werden konnte. Die eher kleine Schar römischer Truppen war während ihres eiligen Anmarsches von germanischen Truppen verstärkt worden. Hinzugestoßen waren Franken, Sachsen, Sarmaten, Bretonen, einige Alanenstämme, die als einstige Untertanen der Hunnen am meisten zu fürchten hatten, und als wichtigste die Westgoten, um deren Gunst sich Aetius deshalb auch sehr bemühte. König Theodorit begründete seine Entscheidung zum Kampfesbeitritt an die römischen Gesandten folgendermaßen: Ihr habt euren Wunsch, Römer. Ihr habt Attila auch uns zum Feind gemacht. Wir werden Aetius folgen, wohin er uns ruft. Und wenn Attila auch hochmütig ist wegen seiner Siege über viele Völker, so verstehen die Goten auch mit Hochmütigen zu kämpfen. Keinen Krieg möchte ich zu gefährlich nennen, außer wo die Sache keine gute ist. Keine Gefahr kann uns schrecken, wenn ihr Bestehen rühmlich ist. Und so zogen König Theodorit und seine Söhne Torismund und Theoderich also zum Kampfe in die sommerliche Champagne. Darüber hinaus wurde das weströmische Bündnis von den in Gallien angesiedelten Burgunden unterstützt, die mit den Hunnen noch eine Rechnung offen hatten. Das hatten übrigens auch die Westgoten, die 376 von den Hunnen aus ihrer Heimat am Schwarzen Meer vertrieben und zu einer langen Wanderschaft gezwungen worden waren. Auf den katalaunischen Feldern kämpften also nicht nur Römer gegen Hunnen, sondern Ostgoten gegen Westgoten, Franken vom Niederrhein gegen Franken vom Mittelrhein und so weiter und so fort. Die Stammesverwandtschaft hinderte die Germanen nicht daran, sich gegenseitig bis aufs Blut zu bekämpfen. Gefolgschaftliche Treue war stärker als die Treue zum Stamm, zum Blut. Die katalaunischen Felder in der Nähe von Troyes an der Marne gelegen, setzten dem Mythos der Unbesiegbarkeit der Hunnen nach 80 Jahren ein Ende. Ihre unbändige Angriffslust und Schnelligkeit, ihr kompromissloses Kämpfertum und ihre wendige Reiterei hatten entweder ihren barbarischen Schrecken oder ihre spezifische Wirkungskraft verloren. Die Kämpfe begannen um 3 Uhr nachmittags und zogen sich bis in die Nacht hinein. Attila nahm den Platz in der Mitte seines Heeres ein, an den Seiten formierten sich die Verbündeten. Das Gelände war weiträumig und unübersichtlich,
so dass sich die zwei feindlichen Blöcke schließlich in viele Einzelgefechte aufsplitterten. Der mit großem Elan in den Kampf gezogene Theodoret fiel. Dennoch gelang es Attila nicht, die Oberhand zu gewinnen. Er gab die Schlacht verloren und zog sich in ein befestigtes Lager zurück, in dem hölzerne Sättel aufgetürmt waren. Mit diesem Haufen wollte er sich selbst in Brand stecken für den Fall, dass er in die Hände des Gegners fiel. Der Historiker Jordanes hat die entscheidenden Augenblicke anschaulich festgehalten. Es kam zum Handgemenge. Ein schrecklicher Kampf. Ein gewaltiger, vielförmiger, mit Hartnäckigkeit geführt, von dessengleichen nirgends im Altertum berichtet wird, wo derartige Taten erzählt werden, so dass der dieses Wunders Anblick genoss, nichts Großartigeres in seinem Leben hätte sehen können. Denn, wenn man den Erzählungen der älteren Leute glauben darf, das Bächlein, das in niederen Ufern an der erwähnten Ebene vorbeifließt, schwoll von dem reichlichen Blut der Wunden der Getöteten an und wuchs nicht wie sonst durch Regengüsse, sondern wurde infolge der ungewohnten Flüssigkeit durch des Blutes Zufluss ein reißender Gießbach. Und die, welche dort eine Verwundung, den brennenden Durst zu stillen nötigte, schlürften das Nass mit Blut vermischt. So tranken sie, durch ein klägliches Schicksal umstrickt, das Blut, das sie aus ihrer Wunde vergossen. Da wurde auch der König Theodoret, während er ermutigend sein Heer durcheilte, vom Pferde gerissen. Und von den Füßen der Seinigen zertreten, endete er in frühem Alter. Andere dagegen behaupteten, er sei vom Geschoss des Andagis auf der Seite der Ostgoten, die damals Attilas Fahnen folgten, gefallen. Zweifellos haben die starken Verbände der Westgoten das Zünglein an der Waage gespielt und die Schlacht zugunsten Westroms entschieden. Auf einen vollständigen Sieg über die Hunnen sowie auf eine Verfolgung Attilas, der über den Rhein geflohen war, verzichtete Aetius. Es war ihm wohl wichtiger, die Lage in Gallien zu beruhigen und Torismund, den Sohn des gefallenen Theodoret, zu einer raschen Rückkehr nach Toulouse zu überreden, bevor dort ein anderer sich des Thrones bemächtigte. Die katalaunischen Felder waren der Schauplatz des letzten Sieges des römischen Heeres. Die blutige Schlacht bedeutete aber auch das Ende der Hunnenherrschaft. Sie hatte gezeigt, dass nicht mehr die Römer, sondern die Barbaren die stärkste Macht des Westens waren. Attilas Traum von der Inbesitznahme des dahinsiechenden Weströmischen Reiches hatte sich endgültig in Luft aufgelöst. Dennoch setzte er 452 noch einmal zu einem Feldzug nach Italien an und verwüstete die Städte Aquileia, Mailand und Padua. Hungersnöte, Seuchen und Nachschubprobleme zwangen ihn jedoch zum Rückzug. Einige Bewohner des Nordostens Italiens versuchten sich zu schützen, indem sie sich in die Lagunen der nördlichen Adria zurückzogen. Daraus entstand, der Legende zufolge, das heutige Venedig. Von Westrom mussten die in die Defensive gedrängten Hunnen ein Friedensangebot annehmen. Auch von Ostrom ging jetzt eine akute Bedrohung für ihr Reich aus. Also versuchte Attila unter den Germanen neue Freunde zu gewinnen und heiratete vermutlich aus diesem Grund 453 eine junge germanische Fürstentochter namens Ildiko. Zu diesem Zeitpunkt hatte Attila schon zahlreiche Kinder gezeugt und war Herr über einen großen, eindrucksvollen Harem. Und da ereignete sich das Unfassbare. Attila, der große Herrscher, der gefürchtetste aller Kämpfer, erstickte in der Hochzeitsnacht an einem Blutsturz. Ein wahrlich klägliches Ende in den Augen der Chronisten. Er verschied im Ehebett und nicht ruhmvoll auf dem Schlachtfeld. Die Hunnen hüllten den Leichnam in seidene Tücher und legten ihn in 3 ineinander verschachtelte Särge, die aus Gold, Silber und Eisen bestanden. Ihm wurden erbeutete Waffen, Pferdegeschirr mit Edelsteinen und seine Ehrenzeichen mit ins Grab gegeben, das bis heute nicht entdeckt wurde. Alle seine Bestatter wurden getötet, so wie es auch nach Alarichs Beisetzung geschehen war. Westlich der mittleren Donau, am Fluss Nedao, kam es ein gutes Jahr später noch einmal zu einer Schlacht zwischen den Hunnen und den Germanen. Doch die Steppenkrieger wurden besiegt. Unter Attilas Erben verfiel das Reich. Das wilde Reitervolk, das fast 3 Generationen lang Europa und seinen Grundfesten erschüttert hatte, verschwand genauso schnell und gespenstisch von der Bühne des Weltgeschehens, wie es sie betreten hatte. Diejenigen, die an der Donau blieben, vermischten sich mit ihren alten Verbündeten oder Nachbarn, den Goten und Bulgaren, oder traten dem römischen Heer bei.
Der Rest wandte sich nach Asien und nahm in den eurasischen Steppen die nomadische Lebensweise wieder auf. Einen noch schlimmeren Ruf als die Hunnen genießen bis heute die Vandalen. Dabei waren sie gewiss nicht brutaler als die anderen germanischen Volksstämme. Sie hatten einen besonderen Weg eingeschlagen und waren bis nach Afrika gewandert. Ihnen gelang das, woran die Westgoten gescheitert waren. Einige brutale Beutezüge, die sie später von Afrika aus in Italien und in der Hauptstadt am Tiber unternahmen, sorgten dafür, dass sie als zerstörungswütige abgestempelt wurden. Vermutlich stammten die Vandalen aus Jütland und waren Nachbarn der Kimbern und Teutonen. Um 100 müssen sie südwestlich der Gutonen an der Oder beheimatet gewesen sein und einen früher keltisch dominierten Völkerverband germanisiert haben. Sie teilten sich in 2 Stämme, die Silingen, die Schlesien den Namen gaben, und die Hasdingen, die Langhaarigen, die im 3. Jahrhundert an der oberen Theiß und im heutigen Siebenbürgen nachzuweisen sind. Als der Druck der Hunnen unerträglich wurde, waren auch sie bereit, die Heimat zu verlassen. Die Völkerlawine aus Vandalen, Alanen, Sueben und Markomannen überquerte im Jahr 406 den Rhein zwischen Mainz und Worms und zog mordend und plündernd durch Gallien. Im Herbst 409 drang der Stammesverband in Spanien ein. Dort stießen sie kaum auf Gegenwehr. Die Sueben etablierten sich schließlich im westlichen Galizien, wo sie bis zum Ende des 6. Jahrhunderts ein eigenes Reich besaßen. Die Vandalen und Alanen blieben im Herzen der Halbinsel, wo ihr angenehmes Leben und ihre ständige Gier nach Beute durch die Westgoten in römischen Diensten heftig gestört wurden. Als in den Kämpfen gegen sie der König der Silingen und der König der Alanen fielen, verzichteten die beiden Völker auf ihre Selbstständigkeit und schlossen sich den Hasdingen an. Seither bildeten die Vandalen eine Einheit, obwohl sich noch die afrikanischen Herrscher Könige der Vandalen und Alanen nannten. 422 wanderte der neue Großstamm nach Südspanien, wo er fruchtbares, kaum verteidigtes Land vorfand und wo noch heute der Name Andalusiens an die Zeit ihres Aufenthaltes erinnert. Vandalenland heißt auf Arabisch Al-Andalus. Sie eroberten Sevilla und die Küstenstädte, darunter den strategisch günstig gelegenen Hafen- und Flottenstützpunkt Cartagena. Mit einem sicheren Gespür für die sich bietenden Möglichkeiten passten sich die Vandalen schnell an die neuen geografischen Bedingungen an. Tollkühne Reiter, die sie vorher waren, wurden sie binnen kurzer Zeit zu den gefürchtetsten Piraten der Gegend. Allerdings bestand die vandalische Flotte hauptsächlich aus requirierten römischen Transportschiffen, die Landungstruppen am Bestimmungsort auszuschiffen hatten. Dann richteten die Vandalen ihren Blick auf den gegenüberliegenden Kontinent. Afrika mit seinen reichen, fruchtbaren Böden und legendären Schätzen war genau das Richtige für die kühnen Barbaren. Wer führte in dieser Zeit der Umorientierung die Vandalen? Im Jahr 429, als sie schließlich das Mittelmeer in Richtung Nordafrika überquerten, herrschte über sie seit etwa 7 Jahren einer der mächtigsten und fähigsten Könige, den die Germanen jemals hervorgebracht hatten: König Geiserich. Er war skrupellos und strahlte große Autorität aus. Er war ein glänzender Feldherr und ein ebenso geschickter Stratege und Diplomat. Der Historiker Jordanes beschrieb ihn folgendermaßen: Von mittlerer Statur, infolge eines Sturzes vom Rosse hinkend, tiefen Geistes, schweigsam, Verächter des Wohllebens, rasend im Zorn, habgierig, weitblickend, wenn es darum geht, die Völker aufzuwiegeln, und von größter Verschlagenheit, den Samen des Streites zu säen und Hass zu erzeugen. Im Mai 429, im Alter von 40 Jahren, schickte sich Geiserich an, sein Volk nach Afrika zu führen. Von einer solchen Überfahrt hatten rund 15 Jahre vor ihm schon die Westgoten geträumt. Zuerst Alarich nach der Eroberung Roms, bis ein schwerer Sturm seine Schiffe zerstörte, und dann Wallia, der ebenfalls ohnmächtig vor der Straße von Gibraltar stand. Die Vandalen hingegen hatten sich auf die schwierige Operation lange und intensiv vorbereitet.
Die Überfahrt hatten sie oft geprobt, den zur Verfügung stehenden Schiffsraum genau vermessen. Außerdem konnten sie als Piraten auf seemännische Erfahrung zurückgreifen. Es war eine logistische Meisterleistung. Männer, Frauen, Kinder und Sklaven versammelten sich bei Tarifa, dem einzigen Ort an der Straße von Gibraltar, dessen Ufer nicht steil abfielen. In 80 Tausendschaften überquerten sie auf kleinen Schiffen die Meerenge und gingen in Tanga an Land. Sie stießen auf keinen nennenswerten Widerstand. Die Vandalen traten nun den langen Zug nach Osten an. In einem Jahr legten sie, von ihren Schiffen parallel vor der Küste begleitet, über 1200 Kilometer zurück. Erst bei Hipporegius, dem Bischofssitz des heiligen Augustinus, stellte sich der Römer Bonifatius mit seinen Legionären den Vandalen in den Weg. Man verdächtigte ihn, die Feinde gerufen zu haben, um sich in Ravenna Geltung zu verschaffen. Der Römer unterlag aber in der Schlacht und musste sich in der Stadt des von ihm verehrten Bischofs verschanzen. Augustinus erlebte noch den Beginn der über ein Jahr dauernden Belagerung Hippos. Auch als 431 Konstantinopel, das wie Italien auf Getreidelieferungen aus Afrika angewiesen war, ein Heer sandte und Bonifatius mit den Waffenbrüdern aus Byzanz eine Schlacht wagte, hieß der Sieger Geiserich. Es dauerte noch 3 Jahre, bis man in Ravenna zu der Einsicht gelangte, dass die Vandalen nicht mehr aus Afrika zu vertreiben waren. 435 schloss daher Valentinian III. Mit Geiserich einen Vertrag. Er überließ den Vandalen Teile der Provinzen Africa Proconsularis, Numidia und Mauretania Sitifensis zum Bewohnen, also nicht als Besitz. Die Römer hatten gehofft, Geiserich auf diese Weise zufriedenzustellen. Ein verhängnisvoller Irrtum. Im Jahr 439 überfiel der Vandalenkönig überraschend Karthago. Die Stadt wurde geplündert, viele reiche Römer gefangen genommen und der gesamte Kirchenbesitz konfisziert und arianisiert. Nun waren die Vandalen am Ziel ihrer Träume angelangt. Sie besaßen einen Stützpunkt, der ihnen glänzende Voraussetzungen zu weiteren Beutezügen bot und eine dauerhafte Bedrohung für Rom darstellte. Als die neuen Herren von Karthago waren sie ein ernstzunehmender Kontrahent Roms geworden. Im Jahr 442 wurden die veränderten Machtverhältnisse in einem neuen Vertrag zwischen Geiserich und Valentinian III. Festgehalten. Das römische Afrika wurde aufgeteilt. Die Vandalen erhielten mit dem Großteil Numidiens und den beiden reichen Provinzen Africa Proconsularis und Byzacena den Löwenanteil. In diesen Gebieten lag die Kornkammer Afrikas, die einen beträchtlichen Getreideüberschuss erzielte und damit den Reichtum der Provinzen begründete. Die günstige Lage am Meer und seine Handelswege in 3 Himmelsrichtungen waren weitere Vorteile des von den Vandalen eroberten Landes. Hauptstadt war Karthago, das damals noch weit über 100.000 Einwohner zählte und das viele Zeitgenossen für schöner hielten als Konstantinopel. Die Vandalen hatten den Garten Eden erobert. König Geiserich blieb sich auch nach der Besetzung Karthagos treu und handelte zielorientiert. Er ließ seine Flotte vergrößern, fiel 440 mit einem Heer in Sizilien ein, plünderte die Insel und bedrohte Italien. Wieder wich die Regierung in Ravenna vor dem Barbaren zurück und kaufte ihn mit einem Vertrag zu neuen Bedingungen. Die Verbitterung im Kaiserhof war groß. Die fortgesetzte Verfolgung der Katholiken in Afrika, dazu die Enteignungen der adligen Großgrundbesitzer, von denen viele versklavt wurden, zeigten ganz deutlich die Machtlosigkeit Westroms. Doch Geiserich dachte gar nicht daran, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Spätestens 450, ganz geklärt ist das nicht, zogen die Vandalen wieder los und plünderten die Städte Capua und Neapel. 455 ankerte Geiserichs Kriegsflotte an der Tibermündung vor Rom. Viele Römer erinnerten sich noch an die Verwüstungen der letzten Belagerung durch Alarich 410. Wieder brach Panik aus. Die römische Aristokratie verließ fluchtartig die Stadt. Auch Kaiser Petronius Maximus, der in Rom zu Valentinians Nachfolger ausgerufen worden war, wollte sich noch rechtzeitig aus dem Staub machen. Aber ein Steinhagel der erbosten Bewohner beendete das Leben dieses unwürdigen Herrschers. Am 2. Juni 455
marschierten die Vandalen in Rom ein. Der Bitte des Papstes Leo I., Rom ohne Feuer und Schwert zu erobern, entsprach Geiserich. Aber seine Mannen schleppten 2 Wochen lang alles, was nicht nied- und nagelfest war und Wert hatte, auf ihre Schiffe. Sie plünderten den Kaiserpalast und den Jupitertempel mit seinen vergoldeten Bronzeziegeln und nahmen die Kaiserin und ihre beiden Töchter mit. Die eine namens Eudocia sollte Geiserichs Sohn Hunnerich heiraten, sowie einige Senatoren, Handwerker und weitere römische Verwaltungsbeamte. Sie hatten nicht nur hochprofessionell geplündert, sondern auch, ohne es zu wissen, etwas Zweifelhaftes für die Ewigkeit hinterlassen: den Begriff des Vandalismus. Im Jahr 474 einigten sich Geiserich und der oströmische Kaiser Leo auf ein ewiges Bündnis. 2 Jahre später wurde ein ähnliches Abkommen mit Westrom geschlossen. Geiserich starb am 24. Januar 477 im Alter von fast 90 Jahren. Das Königreich der Vandalen stand zu diesem Zeitpunkt im Zenit seiner Macht und schien eine große Zukunft vor sich zu haben. Auch der byzantinischen Kriegsflotte war es nicht gelungen, die Vandalen zu besiegen. Sie war, vor Karthago ankernd, in Flammen aufgegangen. Fast 50 Jahre hatte der große Heerkönig Geiserich das Schicksal seines Volkes gelenkt. Seine aggressive Politik war sogar von den Feinden mit Friedensverträgen belohnt worden. Auf dem Sterbebett verfügte er das sogenannte Senioratsrecht, welches besagte, dass in den folgenden Generationen jeweils der älteste Angehörige seiner direkten Nachkommenschaft die Nachfolge antreten solle. Damit kamen nicht selten alte, eigensinnige Herren zum Zug. Dennoch sollte das Vandalenreich seinen Gründer immerhin um 57 Jahre überleben. Nach Geiserichs Tod bestieg sein ältester Sohn Hunnerich den Thron. Ein besonders grausamer Herrscher, der die Kirche unterdrückte, indem er die kaiserlichen Heretikersätze gegen die Katholiken anwandte. Tausende wurden in die Wüste oder nach Übersee verbannt, Bischöfe gefoltert und getötet, Kirchen geschlossen und zerstört. Hunnerichs Nachfolger Thrasamund konnte den von seinem Bruder angerichteten Schaden nicht mehr wiedergutmachen. Trotz seiner umsichtigen Regierung wurde die allgemeine Lage für die Vandalen instabiler. Die Ostgoten in Italien sagten sich von ihnen los, und Ostrom tat alles, um Afrika zurückzugewinnen. Auch die afrikanischen Mauren ließen sich nicht mehr so leicht mit der Aussicht auf Beute beruhigen. Der letzte vandalische König Gelimer beging einen katastrophalen Fehler, als er den oströmischen Kaiser Justinian I. unnötig herausforderte. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Im Sommer 533 segelten unter der Führung des Feldherrn Belisar 10.000 Fußsoldaten und 5.000 Reiter aus Byzanz gegen das Vandalenreich. Im Dezember 533 kam es, etwa 30 Kilometer von Karthago entfernt, zur entscheidenden Schlacht. Ohne ernsthafte Gegenwehr, Gelimer floh plötzlich mit einer kleinen Truppe von Getreuen nach Hipporegius und überließ seine Soldaten ihrem Schicksal, stürzte das Vandalenreich wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Dem Verhungern nahe ergab sich Gelimer 1 Jahr nach seiner Flucht und wurde als Gefangener mit dem königlichen Schatz nach Byzanz transportiert. Dort soll er um 3 Dinge gebeten haben: ein Stück Brot, um seinen Hunger zu stillen, einen Schwamm, um seine Tränen zu trocknen, und eine Leier, um sein Elend zu besingen. Die übrig gebliebenen vandalischen Krieger wurden Soldaten des Kaisers von Byzanz. Das afrikanische Reich der Vandalen war für immer untergegangen. In Afrika deutet heute nichts mehr auf ihre Herrschaft hin. Die Alemannen waren aus verschiedenen, vorwiegend swebischen Gruppen hervorgegangen und rasch als aggressiver Verband kriegerischer Völkerschaften aufgetreten. Sie fielen eher durch ihre Beweglichkeit und Unabhängigkeit ihrer einzelnen Gruppen auf, als durch einen erkennbar gemeinsamen Willen zur vorausplanenden Landnahme oder gar mit dem Ziel, ein Reich zu gründen. Kurz vor Beginn der eigentlichen Völkerwanderung waren die Alemannen von den Römern unter Kaiser Valentinian und danach unter dessen Sohn Gratian in Gallien besiegt und in den südwestdeutschen Raum zurückgedrängt worden. Dann liefen ihnen die Wormser Burgunden am Rhein den Rang ab. Nachdem diese aber ins heutige Savoyen abgezogen waren, begann Mitte des 5. Jahrhunderts die große Zeit der Alemannia.
Ein Alemannenkönig nahm Passau ein und bedrohte Ufernoricum, das heutige Donauösterreich. Eine zeitgenössische kartografische Momentaufnahme nennt zahlreiche, heute tief in Frankreich liegende Städte als Teil der Alemannia. Bei Köln wurde ein Frankenkönig von den Alemannen besiegt. Schließlich kam es um 497 und in den folgenden Jahren zu Ereignissen, die darüber entschieden, dass Frankreich heute nicht Alemagne heißt. Es war die Entscheidungsschlacht zwischen Franken und Alemannen um die Herrschaft in Gallien. Die alemannisch-fränkischen Gegensätze entluden sich in einer Reihe von Schlachten, die die Historiker zusammenfassend die Schlacht von Zülpich nennen. Mitten in dieser Schlacht schwor der von den Alemannen bedrängte Frankenkönig Chlodwig, sich zum Katholizismus zu bekehren, wenn ihm der Sieg zufalle. Dieser Schwur wird ihm nicht schwer gefallen sein, denn auf die Taufe vorbereitet hatte ihn gewiss seine Gemahlin Chrodechilde, eine eifrige Katholikin. Die Alemannen wurden vom fränkischen König geschlagen und gerieten unter seine Herrschaft. Spätestens im Jahr 537 wurde die Alemannia fränkische Provinz. Es entwickelte sich eine von den fränkischen Königen zwar kontrollierte alemannische Adelsschicht, deren zunehmender Einfluss aber durch den Karolinger Karl Martell im Jahr 746 im Blutgericht zu Cannstatt endgültig gebrochen wurde. Anders als die Alemannen, die von einer Vielzahl von Heerkönigen geführt wurden, scharten sich die Burgunder um einen König. Zum ersten Mal wurden die Burgundiones in der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren im 1. Jahrhundert erwähnt, der sie gemeinsam mit den Goten nennt und für eine Untergruppe der Vandalen hält. Jedenfalls dürfte sie für eine der Ostseeinseln namensgebend gewesen sein. Im Mittelalter hieß Bornholm noch Burgunderholm. Im späten 3. Jahrhundert beteiligten sich burgundische Krieger an den Überfällen auf die römischen Provinzen an der unteren Donau. Einige von ihnen siedelten sich in der Folge im Main-Neckar-Gebiet an und machten sich dort die Alemannen zum Gegner. Die Mehrheit allerdings blieb in Ostgermanien. Im 4. Jahrhundert erstarkte die Position der Burgunden im Rhein-Neckar-Gebiet. Unter König Gundahar gründeten sie 413 ein Reich am Mittelrhein, dessen Schwerpunkte die Städte Worms, Straßburg und Speyer waren. Sie wurden vom römischen Kaiser Honorius anerkannt. 413 verbündeten sie sich mit dem gallischen Usurpator Jovinus und griffen erfolgreich Gallien an. So konnten sie ihr Herrschaftsgebiet ausdehnen. 435 versuchte Gundahar, sich mit seinem Volk in der gallischen Provinz Belgica auszubreiten, wurde aber vom weströmischen Heerführer Aetius gestoppt. Ein Jahr später heuerte Aetius eine hunnische Streitmacht an, um die expansionsfreudigen Burgunden ein für allemal zu bremsen. Dieser Schachzug geriet für die Burgunden zur Katastrophe. Ihr Heer von 20.000 Mann wurde von den Hunnen angegriffen, umzingelt und ausgelöscht. Dieses grausame Schlachten ging in die Geschichte ein, verewigt im Nibelungenlied. 443 wurden die zahlenmäßig immer noch recht starken Burgunden, schätzungsweise zwischen 10.000 und 25.000 Menschen, von Aetius als römische Föderaten in Savoyen untergebracht, im Gebiet südlich des Genfer Sees bis nordwärts nach Lausanne. Als Gegenleistung mussten sie die Alpenpässe bewachen. Die Burgunden waren fortan treue Verbündete der Römer. 451 standen sie in der Völkerschlacht auf den katalaunischen Feldern auf römischer Seite gemeinsam mit Westgoten und Franken, unter Führung desselben Aetius, der 16 Jahre zuvor der Drahtzieher des hunnischen Gemetzels an ihrem Volk gewesen war. 456 kämpften sie im Auftrag Roms mit den Westgoten gegen die Sueben in Spanien. Später besetzten sie einen großen Teil Zentralgalliens. Eckpunkte waren die Provence im Süden, der Genfer See im Osten und die Saône im Westen und Norden. In Lyon und Genf residierten König und Unterkönig. Die Burgunden übernahmen die romanische Sprache der Einheimischen. Unter ihren Königen Chilperich I. und Gundobad standen sie im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt ihrer Macht und waren nach den Franken und Westgoten das mächtigste Volk des heutigen Frankreichs. Die unaufhaltsame Ausdehnung der Franken machte allerdings auch vor den Burgunden nicht Halt.
Im Jahr 532 schließlich war es soweit. Die Burgunden mussten sich nach der Schlacht bei Autun den Franken geschlagen geben. Als das Nibelungenlied um 1200 von einem unbekannten Dichter in Österreich an der Donau aufgeschrieben wurde, lag die Herrschaft des Königs der Burgunden schon etwa 700 Jahre zurück. Während sich das Weströmische Reich nach dem Tod Valentinians III. 455 immer weiter auflöste, gelang es dem Oströmischen Reich, größere Gebietsverluste zu vermeiden. Die Hunnengefahr war mittlerweile gebannt, und unter den germanischen Stämmen fühlte sich keiner stark genug, um eine dauerhafte Herrschaft zu konstituieren. Die Ostgoten, die sich in Pannonien als Föderaten niederließen, hatten immer wieder gegen Nachbarstämme beiderseits der Donau zu kämpfen und verließen 473 das Land, um sich auf der Balkanhalbinsel anzusiedeln. Aber auch hier gelang es ihnen nicht dauerhaft Fuß zu fassen. Ein Aufschrei der zivilisierten Welt blieb aus, als im Jahre 476, nach nur 10 Monaten Herrschaft, der letzte Kaiser des Weströmischen Reichs, der minderjährige Romulus Augustulus, seines Amtes enthoben wurde. Der Germane Odoaker vom Stamm der Skiren, der sich dieser Angelegenheit persönlich angenommen hatte, teilte dem oströmischen Kaiser Zenon lediglich mit, dass der Thron nicht mehr besetzt werden müsse. Im Weströmischen Reich bedürfe es keines Kaisers mehr. Von nun an werde er, Odoaker, sich um Rom kümmern. Der Germane hielt es nicht einmal für nötig, den Marionettenkaiser ermorden zu lassen, so gering war die Gefahr, die von ihm ausging. Odoaker schickte die Insignien des letzten weströmischen Kaisers nach Konstantinopel. Damit war für ihn die Sache erledigt. Nach über 1200 Jahren war das große Imperium Romanum nun am Ende angelangt. Das Eindringen der Barbaren in die Strukturen des zerfallenen Römischen Reiches und das Entstehen germanischer Nachfolgestaaten kennzeichnete die Schnittstelle zwischen Spätantike und Mittelalter, zwischen mediterraner Kultur und nordischer Dominanz. Auch wenn immer wieder diese Epoche als finster bezeichnet wird, so erhebt sich aus dem barbarischen Dunkel der ersten 5 Jahrhunderte nach der Zeitenwende einsam ein ostgotischer König, der 489/90 ins Stammland des ehemaligen Imperium Romanum einzog, um dort, in Italien, ein glanzvolles Königreich zu gründen. Theoderich der Große. Er ist die wohl bedeutendste Gestalt der Völkerwanderungszeit. Theoderich bewunderte die römische Kultur und Zivilisation. Er ließ alte Bauwerke restaurieren und neue errichten, kurbelte die Wirtschaft und Verkehrsplanung wieder an, stabilisierte Bürokratie und Finanzverwaltung, sorgte für rauschende Feste und tat sich zudem mit einer internationalen Bündnis- und Friedenspolitik hervor, die vor allem dem Schutz Italiens diente. Bis auf den Umstand, dass seine politische Karriere mit einem kaltblütigen Mord begann und mit Justizmorden endete, ist sein Steckbrief als Herrscher über ein Reich von Goten und Italern makellos und von herausragender historischer Bedeutung. Unter Theoderich erlebte Italien nach dem katastrophalen 5. Jahrhundert eine kulturelle Nachblüte. So rühmte der oströmische Geschichtsschreiber Procopius den Ostgotenkönig folgendermaßen: Seine gewaltige Hand sorgte für Gerechtigkeit, ein starker Schirm für Recht und Gesetz. Seine Weisheit und Tapferkeit waren weitum gefürchtet und geehrt. Die Goten und die Italer liebten und verehrten ihn ohne Unterschied. Wie aber waren die Ostgoten nach Italien gekommen und welches Schicksal stand ihnen unter ihrem legendären König bevor? Noch in der Hunnenzeit, im Jahr 451, wurde Theoderich als Sohn des Königs Theodemir aus dem Geschlecht der Amaler geboren. Der hochbegabte Junge verbrachte 10 Jahre als Geisel und Bürge für den Föderatenvertrag am kaiserlichen Hof von Byzanz. 471 kehrte er zu seinem Stamm zurück und trat die Nachfolge eines Onkels an. Er bestieg den Königsthron einer Untersippe. Kaum in seiner Heimat zurück zog er siegreich gegen die Sarmaten und verlegte in den nächsten 10 sehr erfolgreichen Jahren das kleine Reich seiner Ostgoten in das strategisch günstige Mösien nahe an Konstantinopel gelegen.
Unterwegs starb sein Vater, worauf Theoderich der alleinige König der Ostgoten wurde. Der junge Herrscher zog plündernd durch den Balkan, ohne den rechten Platz für sich und sein Volk zu finden. Darum bat er Kaiser Zenon, gegen den Skiren Odoaker ziehen zu dürfen, um ein eigenes Königreich in Italien zu errichten. Zenon war nicht nur einverstanden, er war hochzufrieden über diesen Vorschlag. Er hatte Theoderich inzwischen zum Adoptivsohn und Konsul Ostroms ernannt. Zenon und Theoderich schlossen einen Vertrag, wonach letzterer nach der Besiegung Odoakers für seine Mühen an der Stelle des Kaisers, bis dieser dorthin komme, herrschen solle. Damit schlug Zenon 2 Fliegen mit einer Klappe. Er war die unruhigen Ostgoten vorerst los und konnte den unheimlichen Odoaker niederhalten, ohne irgendetwas zu riskieren. Die nun folgende Invasion der Ostgoten glich mehr einer Völkerwanderung als einem Heereszug. Etwa 100.000 Menschen waren nach Italien unterwegs, davon 20.000 Krieger. Im Gebiet der Gepiden, deren Sperrriegel er durchbrach, überwinterte er und stieß im August 489 am Isonzo auf die Verteidigungslinie Odoakers. In den folgenden Kämpfen zwischen dem 38-jährigen Theoderich und dem fast 60-jährigen Odoaker behielt der Ostgote die Oberhand. Nach der Schlacht bei Verona wurde der siegreiche Theoderich in der germanischen Sage zu Dietrich von Bern, nach dem mittelhochdeutschen Namen Berne für Verona. Nacheinander traten Städte bis nach Süditalien, unter ihnen Rom und Mailand, auf Theoderichs Seite. Die Westgoten und Burgunden unterstützten ihn ebenfalls. 490 verlor Odoaker schließlich an der Adda eine weitere Schlacht und musste sich nach Ravenna zurückziehen. Dort belagerte ihn Theoderich 2,5 Jahre lang. Es war Theoderichs sagenhafte Rabenschlacht, der Ravennas mittelhochdeutsche Bezeichnung Rabene den Namen gab. Dann vermittelte Bischof Johannes von Ravenna 493 einen Frieden, der vorsah, dass Odoaker und Theoderich Italien gemeinsam regieren sollten. Theoderich war allerdings nicht nach Teilen zumute. 10 Tage nach dieser Vereinbarung beseitigte er bei einem gemeinsamen Festmahl seinen Vertragspartner eigenhändig mit einem Kurzschwert, während 2 seiner Komplizen Odoaker festhielten. Legendär geworden sind die Worte, die Theoderich ausstieß, als er den Leib des Nebenbuhlers durchbohrte. Nicht mal Knochen im Leibe scheint der Schuft zu haben. Odoaker wurde ein christliches Begräbnis verweigert, seine Mitstreiter hingerichtet, seine Frau dem Hungertod überlassen. Nur die wohlhabenden adligen Anhänger blieben verschont, wie auch der Senat, um sich Ostrom nicht unnötig zum Feind zu machen. 493 war Theoderich der unangefochtene König über Italien. 497 wurde er vom oströmischen Kaiser Anastasius, dem Nachfolger des Zenon, als Herrscher anerkannt. Theoderich brachte Italien eine 30-jährige Friedenszeit und verdiente sich den Beinamen der Große völlig zu Recht. Das ostgotische Volk, das aus mehr als 10 Völkern bestand, wurde vorwiegend im Norden und Osten des Landes angesiedelt. In der Hauptstadt Ravenna hinterließen die Germanen ihre Spuren wie in keiner anderen Stadt Europas. Theoderichs Devise war, Römisches zu erneuern und Gotisches zu bauen. Die ostgotischen Baudenkmäler symbolisieren die Synthese dieser beiden Elemente. Es entstanden der Kaiserpalast, die Hofkirche Santa Apollinare, die Kirche San Vitale und vor der Stadt das eindrucksvollste Architekturzeugnis jener Zeit, das berühmte Grabmal Theoderichs. Der 10-eckige Zentralbau ist überwölbt von einer steinernen Kuppel. Der Sarg des Königs befand sich im Obergeschoss, abgeschlossen von jenem riesigen steinernen Monolithen, der an alte germanische Hünengräber erinnert. Nach seiner Machtübernahme änderte Theoderich an der bisherigen Zivilverwaltung nichts. Da die Städte inzwischen weitgehend katholisch geworden waren, bemühte sich der arianische König nachdrücklich um Toleranz. Das Nebeneinander von Goten und Römern sollte nicht durch religiösen Streit belastet werden. Theoderichs Friedenspolitik zog hochstehende Angehörige des römischen Adels an seinen Hof, wo sie ihm wertvolle Dienste leisteten.
Es ist bemerkenswert, dass sich der germanische Herrscher in der Tradition der römischen Kaiser sah und ihm dies anscheinend niemand verübelte. Feiern und Spiele fanden mit kaiserlichem Prunk statt. Statuen wurden ihm zu Ehren errichtet und manchmal nannten ihn seine Untertanen gar Augustus. Im Jahr 500 stattete er Rom einen großartig inszenierten Besuch ab. Er pilgerte zum Petrusgrab, veranstaltete Zirkusspiele, gab Getreidespenden und ließ die Stadtmauern und den Kaiserpalast restaurieren. Theoderich war sowohl beim Volk als auch bei der römischen Oberschicht beliebt, auch wenn ein Hauch von Besatzermentalität in Ravenna durchaus spürbar gewesen sein muss. Außerdem standen die unterschiedlichen Glaubensrichtungen einer perfekten Harmonie der beiden Völker im Wege. Die Ostgoten waren Arianer, die Römer Katholiken. Der König gewährte Religionsfreiheit und war um ein friedliches Nebeneinander, um Integration und Zusammenhalt der einzelnen Völker bemüht. Dazu gehörte auch eine durchdachte Heiratspolitik. Da ihm an einer guten Beziehung zu dem aufsteigenden Merowinger Chlodwig gelegen war, vermählte er sich 493 mit dessen Schwester Audefleda. Seine Schwester Amalafrida wurde mit dem Vandalenkönig Thrasamund verheiratet. Theoderich, der 2 Töchter aus einer früheren Ehe hatte, gab wenig später die eine dem Westgotenkönig Alarich II. Zur Frau, die andere dem burgundischen Kronprinzen Sigismund. Seine Nichte Amalaberga ehelichte Herminafried, den König der Thüringer. Der Ostgotenherrscher sah sich bereits als Haupt einer verzweigten Familie germanischer Könige. Doch seine Hoffnung, die Ehebündnisse würden auch politische Reibungen zwischen den Schwägern verhindern, erfüllte sich nicht. Chlodwig, der mit etwa 16 Jahren seinem Vater Childerich nachgefolgt war, ließ sich nicht davon abhalten, seine Macht in Gallien energisch zu erweitern. Im Jahre 507 griff er, ungeachtet der verwandtschaftlichen Verbindungen, das Königreich der Westgoten an. Theoderichs Schwiegersohn Alarich II. Fiel im Kampf gegen Theoderichs Schwager Chlodwig. Die Mittelmeerküste westlich der Rhone blieb westgotisch, während sich die Abwanderung im verloren gegangenen Teil des Reichs verstärkte. Auch ein anderer Bündnispartner machte Theoderich großen Ärger, aber der Herrscher der Ostgoten sollte nicht mehr dazu kommen, Rache zu nehmen. In Nordafrika war der Vandalenkönig Thrasamund gestorben, dem Theoderich seine Schwester Amalfrida zur Frau gegeben hatte. Thrasamunds Nachfolger Hilderich ließ Amalfrida in den Kerker werfen und kurze Zeit später samt ihrer gotischen Gefolgschaft töten. Theoderich rüstete eine große Flotte aus, um nach Nordafrika zu segeln, doch bevor es dazu kam, starb er am 30. August 526 an der Ruhr. Vor seinem Tod hatte er seinen 10-jährigen Enkel Atalarich zum Nachfolger erklärt und den versammelten ostgotischen Adligen ans Herz gelegt, den König zu ehren, den Senat und das römische Volk zu lieben und den oströmischen Kaiser nächst Gott immer gütig und versöhnlich zu halten. Diese Abschiedsworte waren zugleich das Regierungsprogramm für seine Tochter Amalasuinta, die die Regentschaft für ihren Sohn übernahm. Die Regentin stieß in Teilen der Aristokratie nicht nur als Frau auf Widerstand, sondern auch, weil sie Atalarich dieselbe gründliche römische Bildung zukommen lassen wollte, die sie selbst genossen hatte. Bedenken wurden laut, dass damit eine Entwicklung beginne, die am Ende die bisherige Trennung von Goten und Römern aufheben werde. Gegen die Opposition, die sich 533 verstärkte, suchte Amalasuinta Hilfe in Konstantinopel, wo Justinian gerade daran ging, eine neue Politik gegenüber dem Westen zu eröffnen. Er war 527 seinem Onkel Justinus auf den Thron gefolgt. Jetzt war er entschlossen, die politische Anerkennung, die ihm die germanischen Könige entgegenbrachten, in unmittelbare Herrschaft umzuwandeln. Die Einheit des römischen Reiches, nicht mehr und nicht weniger, wollte Justinian wiederherstellen.
Der Kaiser selbst verfügte über keine militärische Begabung, aber er befahl über 2 Helfer, die zu den besten Heerführern ihrer Zeit gehörten: Belisar und der Eunuch Narses. Und so kam es, dass das italienische Ostgotenreich seinen Gründer nur um 26 Jahre überlebte. Trotz intensiver Versuche, das Verhältnis zu Byzanz auf eine dauerhafte und vertraglich abgesicherte Grundlage zu stellen, hatte die kaiserliche Regierung die Existenz eines Barbarenreichs in Italien nie wirklich akzeptiert. Als Kaiser Justinian seine groß angelegte Reconquista des Weströmischen Reiches begann, musste auch das Ostgotenreich fallen. Es dauerte allerdings fast 20 Jahre und kostete Italien viel von seiner wirtschaftlichen und kulturellen Substanz. Im Oktober 552 kam es zur dramatischen Schlacht am Milchberg, südlich des Sarno in der Nähe von Salerno. Der letzte Ostgotenkönig Teja fiel nach 2-tägigem erbitterten Kampf. Die Goten mussten sich dem kaiserlichen Feldherrn Narses geschlagen geben, kapitulierten gegen freien Abzug und kehrten als treue Untertanen des oströmischen Kaisers auf ihre Güter zurück. Damit verschwanden die Ostgoten als Volkseinheit aus der Geschichte. Das Ostgotische Reich in Italien gilt als die glanzvollste Staatsgründung der Germanen und zugleich als das römischste aller Barbarenreiche. Goten und Römer waren zwar gesellschaftlich nicht verschmolzen, trotzdem lebten sie mit und nebeneinander in großer Eintracht. Theoderich der Große ist als eine große Herrscherpersönlichkeit in die Geschichte der Völkerwanderung eingegangen. Der Westgote Alarich oder der Vandale Geiserich erreichten nie seine Popularität. Seine Spuren sind auch heute noch in Ravenna sichtbar, auch wenn sein Grabmal bis auf den Sarg geplündert wurde. In den Sagen des Mittelalters lebt Theoderich als der gerechte und kampferprobte Dietrich von Bern fort. Eine authentische Ehrung des Ostgotenkönigs wurde wenige Jahre nach seinem Tod von einem ungenannten Chronisten aufgeschrieben. Er war ausgezeichnet und guten Willens in allem. Er regierte 33 Jahre. In seiner Zeit war Italien 30 Jahre lang vom Glück begleitet, derart, dass selbst Reisende Frieden hatten. Denn er tat nichts verkehrt. So regierte er die beiden Völker in einem, die Römer und die Goten. Er gehörte zwar selbst der arianischen Sekte an, unternahm aber doch nichts gegen die katholische Religion, gab Zirkusspiele und Amphitheater, so dass er auch von den Römern Trajan und Valentinian genannt wurde, deren Zeit sein Vorbild war, und von den Goten aller Wege tapferster König. Den Staatsdienst der Römer ließ er den gleichen sein wie unter den Kaisern. Er gab Spenden und Lebensmittel, und obwohl er den Staatsschatz ganz leer vorgefunden hatte, stellte er ihn mit seiner Arbeit wieder her. Besaß er doch solche Weisheit, dass manche seiner Worte beim Volk noch jetzt als Sprüche gelten. Das Erbe der Ostgoten in Italien traten die Langobarden an. Mit ihrem Zug nach Italien im Jahre 568 findet die letzte große Wanderung statt. Danach ist die Epoche der Völkerwanderung nach klassischem Verständnis zu Ende. Aus Skandinavien kommend hatten sich die Langbärte im 1. vorchristlichen Jahrhundert an der Unterelbe niedergelassen, von wo sie im 4. Jahrhundert die Elbe entlang nach Böhmen gewandert waren. Einzelne Kriegergruppen waren schon früher nach Süden gezogen und 167 mit den Römern unter Kaiser Mark Aurel zusammengestoßen. Von Böhmen aus besetzten die Langobarden 488 das Rugiland in Niederösterreich und 508 nach einem Sieg über die Heruler deren Gebiete an der mittleren Donau. Dort wurden die Gepiden ihre Nachbarn, die die ehemalige römische Provinz Dacia eingenommen hatten. Nach Theoderichs Tod 526 verdrängten die Langobarden unter König Vacho suebische Gruppen aus dem nördlichen Pannonien, die der Ostgotenkönig bisher geschützt hatte. Eine ältere Verbindung zu den Thüringern, die zwischen Weser und Elbe siedelten, gab Vacho zugunsten der Franken auf und machte es dadurch seinen neuen Freunden leichter, bis 534 das Thüringische Reich zu unterwerfen. Vacho unterhielt auch gute Beziehungen zu Byzanz, auf dessen Seite die Langobarden schließlich mithalfen, die Ostgoten in Italien zu besiegen. Zweifellos
hatten sie bereits zu diesem Zeitpunkt ein Auge auf das schöne, reiche Italien geworfen. Ein Bündnis mit dem oströmischen Kaiser Justinian brachte den Langobarden 547 Noricum und das südliche Pannonien ein. Sie erhofften sich zudem auch Hilfe vom Kaiser gegen die gepidischen Nachbarn. Doch wegen der oströmischen Schaukelpolitik erfüllte sich ihre Hoffnung nur zum Teil. Nach mehreren Waffengängen kam es 567 zu einer Schlacht, die die Langobarden unter König Alboin für sich entschieden, da sie sich mit den Awaren zusammengetan hatten und die Gepiden in die Zange nahmen. Große Teile des Gepidenreiches fielen an die Awaren, während andere gepidische Gruppen sich den langobardischen Siegern anschlossen. Die Sorge, aus den Verbündeten könnten in Kürze Angreifer werden, trieben Alboin zu einem tollkühnen Entschluss. Am Osterfest 568 versammelte er sein Volk und bewog es, mit ihm nach Italien auszuwandern. Die Gelegenheit schien günstig, da Justinus II. Gerade seinen zu mächtig gewordenen Feldherrn Narses abberufen hatte. Zudem zögerte der Kaiser, das Bündnis mit den Langobarden zu erneuern, so dass es ihm in Albions Augen recht geschah, wenn er sich fortan allein mit den Awaren herumzuschlagen hatte. 568 wälzte sich eine Völkerlawine nach Italien, die unter Führung der Langobarden viele andere Stämme mitzog: Sarmaten, Gepiden, Sueben, Sachsen und sogar Bulgaren. Mit den Awaren, die in die verlassenen Gebiete nachrückten, hatte Alboin einen Rückversicherungsvertrag auf 200 Jahre geschlossen. So lange sollten die Langobarden in ihre alten Ländereien zurückkehren dürfen, falls sie Italien wieder verlassen müssten. Es konnte ja sein, dass der oströmische Kaiser eine starke Armee über die Adria sandte, die Franken einen weiteren Vorstoß nach Süden planten oder beide sich zusammentaten, um die Eindringlinge zu verjagen. Auf 100.000 bis 150.000 Menschen schätzen die Chronisten Albions Karawane, deren Kern ein Heer von etwa 20.000 Kriegern bildete. Sie waren in Fahrtverbände, Pharrae, gegliedert, die durch Verwandtschaft zusammengehalten wurden und nach der Ankunft in Italien weiter bestanden. Auf der alten Heerstraße zwischen den Karnischen und Julischen Alpen zogen die Langobarden nach Friaul, wo Albion in Forum Julii ein erstes Herzogtum, Ducatus, unter seinem Neffen, dem Dux Gisulf, einrichtete. Nach 568 stieß der König bis Verona vor und eroberte im folgenden Jahr die westliche Lombardei bis Mailand. Byzanz brach alle Beziehungen mit ihnen ab und konnte sich glücklich schätzen, dass es einige Stellungen, vor allem Ravenna und Rom, halten konnte. Zeitgenössische Quellen klagten beredt über die Brutalität der Langobarden, die nicht wie die Ostgoten Theoderichs als Föderaten kamen. Als Heiden oder Arianer plünderten sie bedenkenlos Kirchen und töteten Priester. Vor allem die adligen Grundbesitzer hatten zu leiden und viele flohen von ihren Gütern. Unter ihnen kam das Gerücht auf, der von Byzanz abgelöste und verbitterte Narses habe die Barbaren ins Land gerufen. Die Verdächtigung war verständlich, da die oströmischen Soldaten unter Narses Nachfolger Longinus zunächst nur schwachen Widerstand leisteten. Erst an Pavia bissen sich die Langobarden die Zähne aus. 3 Jahre lang trotzte die Stadt den Belagerern. Während dieser Zeit begann sich der Wanderzug in selbstständig operierende Gruppen zu teilen. Die einen stießen unter ihren Führern, den Duces, nach Mittel- und Süditalien vor. Andere marschierten seit 569 fast jährlich nach Norden, um fränkisches Gebiet in der Provence und in Burgund zu plündern. Selbst im Kernbestand des Heeres erwuchs eine Opposition gegen König Alboin. Die Belagerung von Pavia zog sich schier endlos hin und es gab für die Truppe nichts zu plündern. Auch seine Frau Rosamunde, eine gepidische Königstochter, gehörte zu der Gruppe, die ein Komplott schmiedete und den König während eines Gastmahls tötete. Alboins 2 Nachfolger, Helmegis, ein Günstling Rosamundes, und der hochadlige Cleph, fielen nach kurzer Regierungszeit Anschlägen zum Opfer. Von 574 an glaubten die Langobarden, auf einen König verzichten zu können. Als aber 584 die gefürchtete Koalition zwischen Franken und Oströmern schließlich doch zustande kam, die mittlerweile beide auch langobardische Krieger in ihren Reihen mitführten,
setzte sich bei der Mehrheit der Duces die Einsicht durch, dass sie auf Dauer ihre Eroberungen nur halten konnten, wenn sie sich wieder einen König gaben. Sie einigten sich auf Cleves Sohn Authari. Dem neuen König kam zugute, dass es mit der militärischen Zusammenarbeit der Gegner haperte. So konnte Authari die oströmische Seite 585 zu einem Friedensvertrag zwingen, der erstmals den langobardischen Besitz in Italien anerkannte. Schon kurz nach seiner Proklamation hatte Authari den dynastischen Namen Flavius angenommen, um an die römischen Kaiser anzuschließen. Wie Theoderich tat er es im Bewusstsein, dass die Wanderzeit für sein Volk zu Ende war und die Epoche eines friedlichen Nebeneinanders beginnen müsse. Das Konzept ging auf. Die Langobarden konvertierten zum katholischen Glauben und vermischten sich mit der einheimischen Bevölkerung. Die Landkarte Italiens sollte sich in der Folgezeit noch mehr zugunsten der Eroberer verändern. Ostrom konnte die Aufsplitterung seiner italischen Herrschaft nicht mehr rückgängig machen. Die ihm verbliebenen Gebiete, die Nordküsten des Tyrrhenischen Meeres und der Adria bis Ancona sowie Latium, Kampanien, Apulien und Kalabrien, fasste Kaiser Mauritius zum Exarchat Italien mit der Hauptstadt Ravenna zusammen. Mit den Franken bemühte sich Authari ebenfalls um einen Ausgleich und hielt um die Hand der fränkischen Königstochter Chlodoswinda an. Die Werbung stieß auf Widerstand von Kaiser Mauritius, der die verbündeten Franken zu neuen Vorstößen nach Italien ermunterte. Der abgewiesene Langobardenkönig schlug daraufhin im Mächtespiel zwischen Franken und Oströmern eine neue Ehepolitik ein. Schon um 575 hatte Ewin, der langobardische Dux von Trient, eine Tochter des Bajuwarenherzogs Garibald geheiratet. Authari folgte ihm und heiratete dessen zweite Tochter Theudelind, die mit dem Frankenkönig Childebert II. Verlobt, aber von ihm ungnädig entlassen worden war. Theudelinds Mutter Valderrada war Tochter des Langobardenkönigs Vacho und, wichtiger noch, sie war Gattin zweier Frankenkönige gewesen, ehe sie den Bayern Garibald geheiratet hatte. Mit Garibald erschienen am Ende der Völkerwanderungszeit erstmals die Bajuwaren. Sie waren kein Wanderstamm mehr, sondern hatten sich während des ersten Drittels des 6. Jahrhunderts auf dem Boden der ehemaligen römischen Provinzen Noricum und Rätien aus germanischen, romanischen und keltischen Bevölkerungssplittern zu einer Einheit zusammengefunden. Die Langobarden gerieten in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts zwischen die Mühlsteine der Oströmer und Franken. Die beiden letzten Langobardenkönige Aistulf und Desiderius hatten keine Chance. Um 750 war ein Bündnis zwischen dem Papst und dem Frankenkönig Pippin geschlossen worden, das welthistorische Bedeutung gewinnen sollte. Pippin, der Sohn Karl Martells und Vater Karls des Großen, wurde ein Jahr später vom Heiligen Vater zum König gesalbt. Aus Dankbarkeit für die Legitimierung seines Königstums schenkte er dem Papst einen Teil des Landes zwischen Rom und Ravenna. Der Kirchenstaat war geboren. Dieser Allianz zwischen dem Papst und den Franken waren die Langobarden nicht gewachsen. Erst wurde Aistulf geschlagen, dann Desiderius. 774 eroberte Karl der Große das Langobardenreich endgültig, das jedoch seine politische Identität nicht verlor, sondern lediglich einen fränkischen König erhielt. Ein völlig anderes geschichtliches Ereignis fällt in diese Zeit. Es ist die Geburt des italienischen Volkes, die sich in einer neuen Sprache, die man irrtümlich vulgär nannte, manifestierte. Die irrige Annahme, die Italiener seien unmittelbare Nachfahren der Römer, stimmt einfach nicht. Sie sind ein völlig neues Volk, wie Franzosen, Spanier und Angelsachsen. Die Kultur dieser Völker entwickelte sich auf den Trümmern des Römischen Reiches und aus der Verschmelzung von Römern, Germanen und anderen Völkern mit anderen Religionen, die bereits vor der römischen Eroberung existierten. Die Römer hatten der Welt noch ihren Stempel aufgedrückt, indem sie mit ihren Truppen viele Völker eroberten und mit ihrer ausgefeilten Zivilisation durchsetzten. Sie traten als auserwähltes Herrenvolk auf und waren ihren Zeitgenossen in nahezu allen Dingen überlegen. Die Italiener hingegen sind wegen der Schwäche ihrer Heere und wegen ihres Charakters, den man anarchisch nennen könnte,
für ihre Zwiespältigkeit bekannt. Außer in der Architektur, wo sie ihre besten Leistungen zeigten, waren die Römer künstlerisch schwach begabt, während die Italiener mit einer vielseitigen künstlerischen Begabung gesegnet sind. Ihr Sinn dafür verlieh den Städten und Dörfern und selbst der Landschaft ihr Gepräge und spiegelt sich in den Werken bedeutender Künstler ebenso wider wie in den Schöpfungen der Handwerker. Fast könnte man sagen, dass Kunst, Denken und Religion bei den Römern einen Teil ihres Lebens ausmachten, während sich bei den Italienern das Leben in Kunst, Denken und Religion ausdrückt. Was ursprünglich getrennt nach Religion als Herr oder Diener, als Einwanderer oder Eingeborener, als Eroberer und Untertan nebeneinander lebte, vermischte sich im Laufe der Zeit miteinander. Und schließlich entstand ein neues Volk, die Italiener. Die Bayern gelten als die Findelkinder der Völkerwanderung, und die Frage, wer sie wo und wann ausgesetzt hat, ist immer noch ungeklärt. Der Name Bajovarii bedeutet wohl Männer aus dem Lande Baja, Männer aus Böhmen. Bestimmt besteht ein Zusammenhang zwischen den späteren Bayern und jenen Germanen, die aus oder über Böhmen kommend im 4. und 5. Jahrhundert als Soldaten in der Provinz Rätien zur Grenzverteidigung eingesetzt wurden, um sich dann, nach Auflösung der römischen Grenzen 476, im heutigen Bayern mit anderen Völkern zu vermischen. Dieses südliche Bayern unterhalb der Donau gehörte bis 536 zum Einflussbereich des italienischen Ostgotenreichs. Hierhin verschlug es auch viele Alemannen auf der Flucht vor König Chlodwig. In der fränkischen Epoche, die der ostgotischen folgte, setzte sich die Stammesbildung fort. So langsam verschmolzen elbgermanisch-böhmische, alemannische, thüringische, langobardische, naristische, skirische, herulische und donausuebische Elemente zum Volk der Bayern. Denn über eines sind sich Sprachwissenschaftler, Historiker und Archäologen einig: Kein Volk namens Bayern ist in Bayern eingewandert. Der Name entstand erst am Zielort und die politische Identität eines Bayernstammes ebenfalls. Vielleicht wurde der Zusammenschluss der vermischten Völker dadurch gefördert, dass sie sich von den fränkischen Herrschern abgrenzen wollten. Die aus Böhmen stammenden Bajovarii, deren Siedlungsschwerpunkt sich bei Regensburg bildete, müssen die Stammesbildung in irgendeiner Form beeinflusst haben, denn ihr Name hat sich zur Bezeichnung der Bayern durchgesetzt. Die sich hinzugesellenden Völker haben ihre eigenen Namen verloren, sodass die böhmischen Männer letztlich aus verschiedensten ethnischen Gruppen bestanden. Die Bajovaren haben von Beginn an keine politische Selbstständigkeit gekannt, denn ihre Stammesbildung vollzog sich erst unter der Herrschaft der Ostgoten, dann der Merowinger. Ende des 6. Jahrhunderts war die Landnahme der Bajovaren im Gebiet zwischen Lech, Donau und Alpen weitgehend abgeschlossen. 3 zentrale Siedlungsgebiete der Bajovaren entstanden: eines bei München, ein zweites bei Regensburg und ein drittes zwischen Inn und Salzach. Nachdem sich die Thüringer den Franken 531 geschlagen geben mussten, gerieten auch die Bajovaren in Abhängigkeit vom Fränkischen Reich. Herrscher über die Bajovaren muss der Merowinger König Theudebert gewesen sein, als er dem Kaiser in Konstantinopel in einem berühmt gewordenen Brief die Ausdehnung seiner Herrschaft von der Donau und der Grenze Pannoniens bis zum Ozean mitteilte. Der Name Bayern fiel hier aber nicht. Die Franken etablierten ein Verwaltungszentrum in Regensburg, brachten das Christentum und bauten erste Kirchen. Mitte des 8. Jahrhunderts entstanden unter Bonifatius die Bistümer Salzburg, Passau, Regensburg, Freising und Eichstätt. Zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert entwickelte das bajovarische Herzoggeschlecht der Agilofinger eine ansehnliche Macht. Von ihrer Hauptpfalz in Regensburg betrieben sie eine intensive Siedlungs- und Missionspolitik. Auch unterhielten sie enge Kontakte zu den Langobarden. Als eine selbstständige politische Einheit innerhalb der neuen Reiche konnte sich der bajovarische Stammesverband nicht halten. 788 ließ Karl der Große den Agilofinger Herzog Tassilo absetzen und ihn mit seiner Familie aus Bayern verbannen. Das bayerische Stammesherzogtum wurde nun Teil des Karolingischen Reichs. »90 Jahre hatte das Tolosanische Reich der Westgoten Bestand. Jetzt wurden sie von den unerbittlich expandierenden Franken aus ihrer neuen Heimat vertrieben. König Alarich II. War im Kampf gefallen. Es sollte zwar noch einige Jahrzehnte dauern,
bis sie auch die letzten Besitztümer aufgeben mussten, aber die neue Stoßrichtung stand fest: Spanien. 206 entrissen die Römer den Karthagern Spanien nach schweren Kämpfen. Bis zur Zeit des Augustus hatten sie die gesamte Halbinsel Zug um Zug unter ihre Herrschaft gebracht und romanisiert. Das Land wurde überzogen von römischen Straßen, Brücken und Aquädukten. Moderne Stadtkulturen mit großer Architektur entstanden. Spanien deckte fast die Hälfte des römischen Bedarfs an Wein und Öl. Zudem lieferte die iberische Halbinsel mehr Gold und Silber ans Imperium als jedes andere Land. Wichtige Kaiser kamen aus Spanien, wie Trajan, Hadrian und Theodosius I. Spanien erlebte jahrhundertelang eine weitgehend friedliche Zeit, bis zur Invasion der Vandalen, Alanen und Sueben im Jahr 409. Die Vandalen waren nach Nordafrika weitergezogen, die Sueben blieben im Nordwesten des Landes. Im übrigen Spanien versuchten die Goten im Namen des Römischen Reichs Ordnung zu halten. Das war der Stand der Dinge, als die Westgoten ihr tolosanisches Reich verloren und in noch größerer Zahl als bisher über die Pyrenäen in die iberische Halbinsel einsickerten. In den nächsten Jahrzehnten festigten sie ihre Stellung. Um 530 war dann der Bestand ihres Königreichs gesichert, aber erst 568 sollte ihre wirklich große Zeit beginnen, die mit zwei bedeutenden Königen verknüpft ist. Mit Leovigild 568 bis 586 und seinem Sohn Recared I. 586 bis 601. Unter ihnen gelangte Spanien zu einer Spätblüte christlich-antiker Kultur. Es gelang den Herrschern erstaunlich gut, die römischen und gotischen Elemente miteinander zu verbinden. Toledo, das römische Toletum, wurde Hauptstadt. Darum spricht man auch vom Toledanischen Reich der Westgoten in Spanien. Die Stadt lag weit entfernt vom alles verbindenden Mittelmeer. Das Landesinnere war weniger dicht bevölkert, Toledo weniger eine alte Metropole als eine Königsburg. Die Westgoten waren Isolationisten, was auch ihre verheerende Fremdengesetzgebung vor allem gegen Juden dokumentiert. Der äußerste suebische Nordwesten und einige schmale byzantinische Streifen an der Südostküste entzogen sich bis Ende des 6. Jahrhunderts der Herrschaft der toledanischen Könige. In den 20er Jahren des 7. Jahrhunderts fielen auch die letzten byzantinischen Vorposten. In einem vereinten Spanien sollte sich das westgotische Königreich bis zum Jahr 711 halten, bis es von nordafrikanischen Mauren unter arabischer Führung besiegt wurde. Aber die westgotische Identität blieb in Nordspanien und im südfranzösischen Languedoc erhalten und trug wesentlich dazu bei, später die spanische Reconquista gegen die Mauren zu ermöglichen. Der Wiederherstellung eines starken Gotenreiches musste die fehlende Glaubenseinheit hinderlich sein. Leovigild versuchte, den Gegensatz zwischen der katholisch-römischen Mehrheit der Bevölkerung und den arianischen Goten durch Kompromisse auf Kosten des Arianismus abzubauen. Wenn er die Katholiken gewinnen wollte, musste er Zugeständnisse an sie machen. Beim Arianischen Konzil 580 in Toledo wurden interessante Abstriche an der Gotenreligion vorgenommen, vor allem hinsichtlich der Taufe und des Jesusbilds. Zum einen wurde das katholische Taufsakrament anerkannt. Wer also zum Arianismus übertrat, brauchte sich nicht wieder taufen zu lassen. Zum anderen gestattete Leovigild nun eine gewisse Aufwertung der Christusgestalt, die Gott durchaus gleichgestellt sein dürfe und nicht nur ähnlich. Die Arianer leugneten, dass Jesus Christus ein echter Sohn Gottes sei. Sie glaubten, dass der ewige Gott ihn als Gott in der Zeit geschaffen habe. So sehr die Arianer den Katholiken auch entgegenkamen, konnten sie sich letztlich nicht gegen den attraktiveren römischen Katholizismus durchsetzen. Es gelang Leovigild nicht, sein Volk unter dem Arianismus zu einigen. Leovigilds Schwierigkeiten waren seinem ältesten Sohn Hermenegild von Nutzen, der 579 die junge Merowingerin Ingunde heiratete. Sie blieb eine glühende Katholikin und bekehrte ihren Gemahl. Daraufhin stellte sich der Königssohn gegen den Vater. Hermenegild musste den Hof verlassen und verbündete sich mit Byzanz, den Franken und Sueben, um gegen seinen Vater vorzugehen. In Sevilla rief er sich selbst zum König aus und begann mit einer eigenen Münzprägung. Zu seinem Herrschaftsgebiet gehörten neben Sevilla andere reiche Städte wie Cordoba und Mérida.
Die von Hermenegild geschmiedete Allianz war jedoch nicht stark und entschlossen genug, um gegen den mächtigen Leovigild zu bestehen. 5 Jahre nach dem ausgebrochenen Glaubens- und Machtkonflikt zwischen Sohn und Vater war der Krieg mit der Einnahme Sevillas beendet. Und so ganz nebenbei hatten die Westgoten auch noch das Königreich der Sueben vernichtet. Hermenegild verzichtete öffentlich auf jede königliche Stellung. 585 wurde er in Tarragona ermordet. Die Umstände und die Drahtzieher wurden nie bekannt. Ingunde und ihr kleiner Sohn gingen nach Byzanz ins Exil. Obwohl Leovigild den Machtkampf gegen den Sohn gewonnen hatte, muss er geahnt haben, dass der Katholizismus auf Dauer nicht aufzuhalten war. Sein zweiter Sohn, Recared, verstand es, die Lehre aus den Bemühungen seines Vaters zu ziehen. Unter großen Diskussionen wählte er den einzigen möglichen Weg, um im Reich eine religionspolitische Einheit herzustellen, die Bekehrung der Westgoten zum Katholizismus. Zu dieser Zeit, so berichtet Gregor von Tours über das spektakuläre Ereignis, rief in Spanien König Recared, von der erbarmenden Gnade Gottes getroffen, die Bischöfe seines arianischen Glaubens zusammen und sprach: Warum wuchert zwischen euch und den Bischöfen, welche sich die Rechtgläubigen nennen, unablässig Zwietracht? Und warum könnt ihr, während jene Kraft ihres Glaubens viele Wunder tun, solche nicht vollbringen? Ein Jahr nach dem Tod seines Vaters trat Recared 587 zum katholischen Glauben über, womit er die Politik des Vaters auf seine Weise vollendete. Jetzt war das Volk der Spanier auch konfessionell geeint. 2 Jahre später trat das 3. Konzil in Toledo zusammen. Bischöfe, Geistliche und Adlige begingen 589 die feierliche Bekehrung der Goten und priesen König Recared als allerheiligsten Fürsten und vom göttlichen Geist erfüllt. Damit ging Recared den Weg Chlodwigs, der rund 100 Jahre zuvor in Reims katholisch getauft worden war. Dass die katholische Kirche den hartnäckigen gotischen Arianismus besiegt hatte, war natürlich auch ein Sieg der römischen Traditionen, die die Westgoten immer mehr für sich einnahmen. Damit einher ging das Wirken großer Kirchenmänner, wie der Brüder Leander und Isidor, die im geistigen Mittelpunkt Sevillas lebten. Erst später zog der kirchliche Hauptsitz ebenfalls ins politische Zentrum Toledo. Der einflussreiche Leander unterstützte mit seinen Lehren den Siegeszug des Katholizismus in Spanien. Isidor schrieb eine Geschichte der Westgoten. Die Zeit, da man die Goten als Barbaren empfunden hatte, war endgültig vorbei. Das Reich der Westgoten war in Spanien zum vollkommensten Nachfolgestaat des Römischen Reiches geworden. Das Geistesleben übertraf das anderer barbarischer Staaten. Es wurde viel und vor allem alles in Latein geschrieben. Es herrschte relativer Frieden im Reich, auch wenn sich Leovigild seine jährlichen Heerzüge gegen Basken, Sueben und Byzantiner nicht nehmen ließ. Mit den Basken sollte er, wie auch alle anderen nach ihm, nicht fertig werden. Von außen drohte keine Gefahr, so konnten sich die Westgoten in einer Art Splendid Isolation um sich selbst und die Entwicklung ihres Staatswesens und ihrer Kultur kümmern. Und wenn von innen der Adel einmal aufbegehren sollte, dann war Leovigild auf der Hut. Er war aber manchen der Seinen höchst gefährlich. Denn wenn er irgendeinen über die Maßen adlig und mächtig auftreten sah, ließ er ihm entweder den Kopf abschlagen oder schickte ihn, nach Vermögensverlust, ins Exil. Einem aufbegehrenden Adligen ließ er gar das Haupt scheren, sodann die rechte Schwurhand abhacken, um ihn sodann auf einem Esel durch Toledo zu führen, schrieb Isidor von Sevilla. Ansonsten pflegten Leovigild und sein Sohn Recared eine äußerst imperiale Repräsentation ihrer Herrschaft, die sie wie Kaiser auftreten ließen und daher ungewöhnlich für germanische Könige war. Im Jahr 578 beispielsweise begann Leovigild mit dem Bau von Recopolis, einer Stadt nordöstlich von Toledo, von der aus er sein Reich regieren wollte. Eine Stadt für seinen Sohn, eine Polis für Recared. Städte zu gründen war bisher ein Privileg für Kaiser gewesen. Auch andere symbolische Gesten wurden zweifelsohne aus dem kaiserlichen Byzanz übernommen. So erhob Leovigild seine Söhne zu Mitregenten,
womit er die Thronfolge sicherte und eine Dynastie gründete. Für einen Westgotenkönig eine ungewöhnlich vorausschauende Maßnahme. Ein großherrschaftlicher Akt bestand auch in der Prägung von Goldmünzen mit eigenem Konterfei. Auch andere zentrale Herrscherinsignien wie Thron, Krone und Zepter kamen auf. Leovigild und Rekaret respektierten zwar die orthodoxen Kaiser im fernen Byzanz, weigerten sich aber einen geringeren Rang als sie einzunehmen. Von großer Bedeutung war auch Leovigilds Rechtsreform, die er vor dem Hintergrund der gewandelten gesellschaftlichen Verhältnisse durchführte. Goten und Römer sollten einander gleichgestellt sein und ihre Kulturen miteinander verschmelzen. Was war da dringender als die Auflösung des Eheverbots zwischen den beiden Völkern? Das war im Ostgotenreich Theoderichs in Italien theoretisch nicht erlaubt gewesen. Dass die Goten in der neuen, ibero-romanischen Heimat im Verbund mit den Einheimischen ein neues, ethnisches und politisches Gebilde schufen, ist ein bemerkenswerter Vorgang. Die turbulente Zeit der Völkerwanderung mündete allmählich in eine Völkerverständigung. Es war bestimmt nicht die Synthese von zwei Kulturen, die das Königreich der Westgoten mit der Zeit anfällig machte. Das Land war reich, vor allem durch die Landwirtschaft, und hatte keine mächtigen Feinde. Auf spanischem Boden standen keine fremden Heere. So überrascht es nicht, dass das westgotische Heer längst nicht mehr die Schlagkraft besaß, die es noch auf den katalaunischen Feldern zu einem gewaltigen Gegner gemacht hatte. Es war, wohl auch durch das Klima bedingt, unter den Westgoten eine gewisse Verweichlichung eingetreten. Das Heer bestand traditionell aus der Kavallerie des Adels, der sich aber im Kriegsfall ausgesprochen launisch verhielt. Je größer der Nutzen für die eigene Sache, desto engagierter waren die hohen Herren und umgekehrt. Dem adligen Anführer folgten vorwiegend die Unfreien, die aus finanziellen Gründen allerdings nicht als Reiterkrieger, sondern als leicht bewaffnete Fußsoldaten auftraten. Die Qualität des gotischen Heeres hatte mit dem kulturellen Aufstieg der Westgoten nicht Schritt gehalten. Auch innenpolitisch verlor das Reich an Zielstrebigkeit, obwohl die Nachfolger der Dynastie Leovigilds die Einheit des Reiches bewahrten. Die Reichen wurden immer reicher, die Armen immer ärmer und mussten oft ihre persönliche Freiheit aufgeben, um zu überleben. Dazu kamen ungelöste Nachfolgeprobleme, obwohl die Krone innerhalb der Sippe blieb. Königsmord und gewaltsame Absetzung waren an der Tagesordnung und konnten auch durch die Einführung der Königssalbung nicht verhindert werden. Schlechte Voraussetzungen, um sich gegen einen neuen, äußerst gefährlichen, hochorganisierten Feind zu wehren, der sich vom Süden her übers Meer näherte: die Araber und ihre Verbündeten. Mit den Arabern des frühen Mittelalters bricht eine neue Macht in die europäische Mittelmeerkultur ein, die nach den Umwälzungen des Römischen Reichs durch die Germanen das Ende der Spätantike endgültig besiegelten. Zwischen 672 und 680 waren arabische Seeräuber bereits an den spanischen Küsten aufgetaucht und hatten zahlreiche Städte angegriffen und geplündert. Doch sogar noch 709 gab sich der westgotische Adel dem Irrtum hin, die Araber könnten zwar das Oströmische Reich zum Einsturz bringen, hätten es allerdings auf die Westgoten nicht abgesehen. So konnten die arabischen Invasoren in aller Ruhe ihre Truppen sammeln und den Angriff auf Spanien vorbereiten. Im Sommer 711 nahm die arabische Expedition unter dem Feldherrn Tarik über die Meerenge von Gibraltar ihren Lauf. Bezeichnend für die Verfassung der Westgoten war, dass sie sich wieder einmal mitten in einem königlichen Machtkampf befanden. Der ein Jahr zuvor gewählte Roderich stieß auf erbitterten Widerstand einer konkurrierenden Familie, die den Thron für sich beanspruchte. Die beiden Familien rauften sich zur Schlacht gegen das maurische Heer schließlich zusammen und unterlagen am 23. Juli 711 bei Jerez de la Frontera ihrem Feind. Damit war der gotische Widerstand zwar noch nicht gebrochen, doch besetzten die Krieger Allahs nach und nach Toledo und andere wichtige Städte. Damit ging das westgotische Spanien seinem Ende entgegen. Der größte Teil der iberischen Halbinsel wurde für mehrere Jahrhunderte ein arabisches Kalifat. Nur im Norden Spaniens konnten sich einige christliche Königreiche behaupten.
Die westgotischen Adligen leisteten auf heimischem Boden noch eine Zeit lang Widerstand. Dann wurden sie mehrheitlich Muslime. Auch England ist aus der Einwanderung germanischer Stämme entstanden. Um 400 wurden die römischen Truppen von der Provinz Britannia, dem heutigen England und Wales, abgezogen, weil Rom die Insel gegen die äußeren Feinde nicht mehr halten konnte. Zurück blieben die Provinzialrömer mit ihrer Städteverwaltung, die sich der keltischen Pikten und Skoten erwehren mussten, die von Irland und vor allem vom heutigen Schottland aus in Britannien einfielen. Also riefen die Briten die germanischen Sachsen, Angeln und Jüten aus Dänemark zu Hilfe. Die Krieger kamen und blieben. Schließlich drängten sie die Briten zurück und gründeten mehrere Kleinkönigreiche, die gegen Ende des 9. Jahrhunderts zum Staat der Angelsachsen verschmolzen. 1066 musste sich der letzte angelsächsische König von England dem Herzog der Normandie, Wilhelm dem Eroberer, in der Schlacht bei Hastings geschlagen geben. Das heutige Englisch hat sich in direkter Linie aus der Sprache der angelsächsischen Einwanderer entwickelt. Die Einheimischen passten sich der Kultur und Sprache der Fremden an, während in Frankreich die germanischen Franken die romanische Kultur und Sprache übernahmen. Bereits im 3. Jahrhundert zählte Londonium, das heutige London, rund 30.000 Einwohner und wurde die Verwaltungszentrale und Handelsmetropole der Provinz. Es war strategisch günstig gelegen, da die von der See kommenden Schiffe alle über die Themse ins Landesinnere gelangten und auch das Straßennetz der Provinz hier zusammenlief. Die keltischen Stammesfürsten wurden als römische Bürger zur Verwaltung ihrer eigenen Landsleute eingesetzt, und die 10% Steuerlast waren für die Einheimischen zu verschmerzen. Angelsächsische Truppen waren dem römischen Heer hoch willkommen. Die Ausfuhr von Zinn, Kupfer und Blei kam dem ganzen Imperium zugute. Als Kaiser Honorius 407 die römischen Truppen gegen den Willen der Bevölkerung zurückbeorderte, weil die Germanen auf dem Festland immer bedrohlicher gegen das römische Reich vorrückten, blieben die römischen Städte in Britannien sich selbst überlassen. Die nun über sie hereinbrechenden barbarischen Invasionen brachten ein seit langem nicht mehr gekanntes Unheil. Die Stadtverordneten nahmen nun diejenigen Barbaren unter Vertrag, die ihnen als Gegner bisher am meisten zu schaffen gemacht hatten, ihnen daher aber auch vertraut waren, die Sachsen, Angeln und Jüten, die zum Teil auch die Franken oder Friesen verstärkten. Die Fremden wurden als Föderaten angesiedelt, bezahlt, verköstigt und einquartiert. Aber wie bei den Goten und Vandalen funktionierten diese Regelungen nur zeitlich begrenzt. Schließlich musste die einheimische Bevölkerung entsetzt erkennen, dass sie den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben hatte. Etwa 300 Jahre später beschrieb der angelsächsische Mönch und Historiograph Beda Venerabilis in seiner Kirchengeschichte der Angelsachsen den Adventus Saxonum, die Geschichte der sächsischen Siedler in Britannien. Damals fuhr der Stamm der Angeln oder Sachsen, vom König eingeladen, in 3 Langschiffen nach Britannien und ließ sich auf Befehl dieses Königs im östlichen Teil der Insel nieder, dem Anschein nach, um für das Land zu kämpfen, in Wirklichkeit, um es zu erobern. Nachdem sie mit den Feinden, die von Norden her angriffen, den Kampf begonnen hatten, errangen die Sachsen den Sieg. Als dies und die Fruchtbarkeit der Insel und die Trägheit der Briten nach Hause berichtet wurde, schickte man sofort eine größere Flotte herüber, mit einer stärkeren Abteilung von Kriegern an Bord, die zusammen mit der vorher gesandten Gruppe ein unbesiegbares Heer bildete. Wie nicht anders zu erwarten war, gaben sich die Föderaten schon bald nicht mehr mit den regulären Zahlungen zufrieden und zogen in den Kampf. Nach einigen siegreichen Schlachten eigneten sie sich den größten Teil des Landes an. Damit war der erste Schritt der germanischen Besiedlung eingeleitet. In erster Linie entlang den Flusstälern zwischen Themse und Humber im Südosten der Insel. Es geschah das Gleiche wie in Gallien, Spanien und Italien. Auch die mächtigen Franken hatten zunächst den Römern als Verbündete im Kampf beigestanden. Um das Geschehen zu relativieren,
Es nahm Jahrzehnte in Anspruch, bis die 20.000 bis 30.000 Angelsachsen in Schiffen über den Kanal kommen konnten. Schon lange vor dem Ende der römischen Herrschaft hieß das Gebiet beiderseits des Kanals Sachsenküste. Gegen die sächsischen Seeräuber war mit dem Litus Saxonium eine eigene Militärgrenze im Osten Britanniens wie im Norden Galliens errichtet worden. Mit Sachsen hatten auch die Westgoten in Südfrankreich zu kämpfen, da sie sich an der Mündung der Loire und der Garonne festgesetzt hatten. Sie waren in ihren 18 bis 20 rudrigen Schiffen gekommen, bis an die Zähne bewaffnet, hatten geplündert, um dann blitzschnell wieder zu verschwinden. Die Ostküste Britanniens ist flach und weist zahlreiche Flussmündungen auf, die eine problemlose Landung ermöglichen. Einige dieser Piraten werden die Gelegenheit genutzt haben und geblieben sein. Nun aber hatte sich die Situation verschärft. Nachdem die ersten Abenteurer und Draufgänger sich offiziell von den Briten hatten anwerben lassen, sprach sich Britannien bei den in ihren Ursprungsländern Verbliebenen schnell als eine märchenhafte neue Heimat herum. Außerdem wusste man bestimmt, dass Rom Schwierigkeiten hatte, seine Stellungen in Britannien zu halten. Auch der von den Römern organisierte Küstenschutz war nicht mehr wirksam. Also setzte eine Völkerwanderung über das Meer ein, die Britannien entscheidend umgestalten sollte. Ende des 5. Jahrhunderts vergrößerten sich die angelsächsischen Eroberungen. Die Briten leisteten Widerstand. Zu Beginn des 6. Jahrhunderts errangen sie in der berühmten Schlacht am Mons Badonicus einen ihrer letzten Siege über die Eindringlinge. Der berühmte König Artus, Held der englischen Geschichte, soll die Seinen zum Sieg geführt haben. Aber es half alles nichts. Die Neuankömmlinge setzten ihre Eroberungen von Osten nach Westen fort. Cornwall, Wales und Schottland blieben britisch, Gebiete, die bis heute von einer starken keltischen Tradition durchdrungen sind. Bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts hatten die Angelsachsen den größten Teil Britanniens unterworfen und in zahlreiche Kleinkönigreiche aufgegliedert. Diese Aufsplitterung führte zu einem ebenso kleinlichen wie blutigen Ringen um die politische Vorherrschaft, weshalb die angelsächsische Frühzeit nicht unbedingt eine strahlende Kulturstufe in der englischen Geschichte darstellt. Nicht politischer Einigungswille prägte die Zeit, sondern der Machtwille einzelner tatkräftiger Könige, die auf der Bildfläche erschienen und dann wieder verschwanden. Hauen und Stechen, Mord und Totschlag bestimmten die Szene. Die Kampfmoral der sächsischen Krieger hatte maßgeblich mit bedingungsloser Gefolgschaftstreue zu tun. Die Ausbreitung des Gefolgschaftswesens, eine starke Bindung zwischen Gefolgsherrn und Gefolgsmann, kennzeichnet nicht bloß die frühe germanische Verfassung, sondern auch die spätrömische Zeit. Der große Einiger der Insel wurde erst Alfred der Große, 871 bis 899, nachdem er die dänischen Wikinger 878 bei Addington geschlagen hatte. Seine geheiligte westsächsische Dynastie sollte Großbritannien fast bis zur Ankunft der Normannen beherrschen. Waren Angeln, Sachsen und Jüten noch Heiden, als sie britischen Boden betraten, wurden sie im Verlauf des 6. und 7. Jahrhunderts von der römischen Kirche und irisch-schottischen Mönchen zu Christen missioniert. Die Stärke der katholischen Kirche der Angelsachsen beruhte auf ihrer unmittelbaren Beziehung zu Rom, woher sie nicht nur das Christentum, sondern auch die antike Kultur bezog. Allerdings entwickelten sich Christentum und Kirchenordnung bei den Angeln und Sachsen auch unter dem Einfluss und in der Auseinandersetzung mit den christlichen Iren. Am Ende sollten die angelsächsischen und iro-schottischen Mönche ihr Missionswerk im Frankenreich fortsetzen und zu den Brückenbauern des frühmittelalterlichen Europa werden. Der heilige Patrick, heute als Apostel Irlands und Nationalheiliger verehrt, wurde um 385 im Süden von Wales geboren und war im Alter von 16 Jahren von Piraten nach Irland verschleppt und dort als Sklave verkauft worden. Um 407 konnte er in die Heimat fliehen,
ging aber bald zum Studium nach Gallien, lernte dort das Mönchsleben ebenso kennen wie die Bischofskirchen. Um 432 wurde er bischöflicher Nachfolger des ersten irischen Missionars Palladius. Sein Bischofssitz war vermutlich Armagh im Norden Irlands. Patrick trug wesentlich zur Organisation der iro-schottischen Kirche bei. Die Klöster, vom heiligen Patrick gegründet, wurden rasch Zentren des seelsorgerischen, geistigen und kulturellen Lebens. Von diesen Klöstern, vor allem vom irischen Inselkloster Iona, wurde ein wahres Netzwerk weiterer Klöster aufgebaut, wanderten die Mönche los, um Schottland und dem Norden Britanniens den christlichen Glauben zu bringen. Die Missionare waren nicht nur Boten des Glaubens, sondern auch Professoren, Erzieher und Dichter in einer Person. Karl der Große ernannte später den angelsächsischen Theologen Alcuin von York sogar zum Leiter seiner Privatschule. Vom Britannien des 8. Jahrhunderts, von den Klöstern der Iren und Angelsachsen, ging die moderne Kultur des Abendlandes aus. Sie begann auf den Kontinent auszustrahlen und einen geistigen Austausch in Gang zu bringen. Angelsächsische Missionare gingen auf das Festland und predigten die reine Lehre in Germanien und im fränkischen Gallien, wo sich eine Verwilderung des christlichen Lebens abzeichnete. Auf den Höhepunkt wurde die angelsächsische Mission von Bonifatius geführt, der bedeutendsten Figur der fränkisch-karolingischen Kirchengeschichte. Der aus Wessex stammende Gottesmann wurde später der Apostel der Deutschen genannt. Er setzte sich mit den Germanen östlich des Rheins auseinander, die zwar dem Fränkischen Reichsverband angehörten, bisher aber nicht mit dem Christentum in Berührung gekommen waren. In dieser wilden Diaspora gelang es ihm tatsächlich, so etwas wie eine germanische Kirche zu organisieren. Als er im hohen Alter zu einer Bekehrung der Friesen aufbrach, wurde er dort gleich nach seiner Ankunft 754 erschlagen. Mit seinem Evangeliar soll er sich den Schlägen der Angreifer zur Wehr gesetzt haben. Die Barbaren von der christlichen Heilslehre zu überzeugen, war gewiss nicht immer einfach. Als Glaubensverkünder betraten fromme Männer wie Bonifatius häufig Gebiete ohne Kulturtradition, wo Glaube und Bücher völlig unbekannt waren. Die moderne Schriftkultur der Klöster war ihnen fremd. Ihre eigenen religiösen Erzählungen stammten aus der Erinnerung und mündlichen Überlieferung. Außerdem müssen den kompromisslosen Kriegern die pazifistischen Überzeugungen des Neuen Testaments seltsam vorgekommen sein. Am besten funktionierten wahrscheinlich die Geschichten des Alten Testaments, die aus einer archaischen Welt stammten, die den germanischen Stammesfürsten vertraut war. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war ihre Welt. Damit konnten die Germanen etwas anfangen. Auf lange Sicht waren die germanischen Stammeskulte der christlichen Religion nicht gewachsen. Diese besaß durch ihr schriftliches Fundament ein eindeutiges Profil, das sie von anderen Religionen unterschied. Auch waren die professionell geschulten Missionare den heidnischen Stammespriestern weit überlegen. Wenn sie deren Heiligtümer zerstörten, ohne dafür von den Göttern bestraft zu werden, werteten die Germanen dies als Zeichen der überlegenen christlichen Religion. Dieses Vorgehen war ein bewährter Trick der Missionare. Zudem hatte die Völkerwanderung mit ihren wechselnden Koalitionen und zunehmend ethnisch vermischten Verbänden nicht nur die Identität der einzelnen Stämme, sondern auch ihre religiösen Kulte und Vorstellungen geschwächt. Zudem hatte das Christentum ja auch etwas zu bieten. Es war eine fortschrittliche Religion. Statt dunkler Mythen von Kriegs-, Donner- und Blitzgöttern gab es hier einen Gott, Schöpfer und Erlöser. Es erklärte die Schaffung der Welt, gab dem Leben einen Sinn und ein Ziel, die Erlösung im Paradies. Das Taufereignis zu Reims trug Chlodwig große Sympathien seitens der einheimischen Bevölkerung sowie von Byzanz ein. Dass sich ihr König für den Glauben der gallo-römischen Bevölkerungsmehrheit und gegen seine eigene Geschichte entschieden hatte, machte großen Eindruck. Neben dem König und dem Heer wurde die Kirche die dritte tragende Säule des Frankenreichs. Welch ein Wandel hatte sich da vollzogen. Erst hatten die Franken, wie andere Germanen auch, in Kirchen primär die Einladung zur Plünderung gesehen.
Und nun taten sie sich als Kirchen- und Klosterstifter hervor, stellten den Klerus und seine Gemeinde unter ihren Schutz. Chlodwig starb 511 in Paris. Seine 4 Söhne teilten das Reich unter sich auf und setzten die begonnenen Eroberungskriege in Gallien und Germanien fort. Jeder versuchte, sein Reich zu vergrößern. 531 eroberten sie das Land der Thüringer, 534 das der Burgunden. Wenige Jahre später geriet auch Bayern unter ihre Herrschaft. Das Reich der Franken war konkurrenzlos geworden. Sie waren es, die Europa von nun an gestalteten. Was war mit den anderen germanischen Nachfolgestaaten des römischen Weltreichs passiert? Das Reich der Vandalen war untergegangen, das der Ostgoten nach dem Tod Theoderichs im Sinken begriffen. Die Langobarden waren den Franken nicht gewachsen, sollten am Ende sogar von ihnen in offener Feldschlacht besiegt werden. Das Westgotenreich in Spanien und das der Angelsachsen befanden sich an der Peripherie des Reiches. Die Völker des skandinavischen Nordens blieben in ihrer heidnischen Welt isoliert. Daran änderten auch gelegentliche Grenzüberfälle der Friesen nichts. Auch die awarisch-slawischen Völker an der Ostgrenze des Reiches waren weit weg, stellten keine Bedrohung dar. Es blieb nur das Oströmische Reich, das bis ins 15. Jahrhundert hinein Bestand haben sollte. Auch Byzanz brauchten die Franken nicht zu fürchten, die Interessen Konstantinopels kollidierten nicht mit denen der Salier. Und was geschah mit den Merowingern? Sie verloren bereits Mitte des 7. Jahrhunderts alle Macht. An ihre Stelle traten die aufstrebenden Karolinger. Dem berühmtesten von ihnen, Karl Martel, gelang es 732, die vorrückenden Araber bei Tours und Poitiers zu schlagen. Damit hatten die Franken das gesamte christliche Europa gegen den Orient verteidigt. Sie hatten die abendländische Welt gerettet. Ein weiterer Höhepunkt ihres Aufstiegs, der so unscheinbar am Niederrhein begonnen hatte. Nach all den Wirren und Wanderungen germanischer Völker über viele Jahrhunderte hinweg hatten sich nur 2 Reiche herausgeschält, die auf dem Boden des Römischen Reiches Bestand hatten: das der Angelsachsen in Britannien und das der Franken auf dem europäischen Festland. Was hatte die Franken dazu befähigt? Vielleicht war es ihr Menschenreichtum, der sie auch verlorene Schlachten überstehen ließ, oder ihre bereitwillige Anpassung an überlegene Kulturen und ihre große Lernfähigkeit. Oder ihre Könige und Führer hatten einfach das bessere Gespür für Machtkonstellationen, oder sie waren skrupelloser und pragmatischer als die anderen. Die Franken könnten den anderen germanischen Völkern auch deswegen überlegen gewesen sein, weil sie kaum wanderten und dadurch weniger Strapazen ausgesetzt waren. Eigentlich waren sie die Kriegsgewinnler jener Epoche. Diejenigen, die am wenigsten taten, aber am meisten ernteten. Wer nach den Anfängen deutscher Geschichte fragt, der muss sich in die Zeit der Völkerwanderung begeben, in die Geschichte der Römer, der Franken, der Kelten und anderer Germanen. Dabei wird auch klar, dass die Germanen mit Blut und Rasse, wie ihnen Nationalisten und Rassisten nachsagen, nichts im Sinn hatten. Denn genau das Gegenteil trifft zu. Abstammung und Herkunft spielte in ihren Haufen keine Rolle. Die Germanen ließen sich, je nach den Umständen, auf alle möglichen Konstellationen und Freund- wie Feindbilder ein. Und schließlich wird deutlich, dass die Migranten in erster Linie Wirtschaftsflüchtlinge und keine aggressiven Eroberer waren. Allerdings wiesen sie eine Kampfstärke auf, die sie überleben ließ. Sie hatten nicht vor, das Römische Reich zu zerstören. Sie suchten Land, um in Frieden zu siedeln. Aus 2 Kulturen, die sich jahrhundertelang aneinander rieben, aus der germanischen und der römischen Kultur, entstand schließlich ein neues Europa. Ein Europa der Völker, in dem erst jetzt, im 21. Jahrhundert, allmählich die Grenzen verschwinden und das sich zusammentut, um den globalen Herausforderungen gerecht zu werden. Karl der Große hat das schon vor über 800 Jahren